Der Verhörraum, ein Ort, an dem Strafverfolgungsbeamte und manchmal auch Angehörige des beschuldigten Zeugen wurden, wie die dunkelsten und perversesten Geheimnisse ans Licht kamen. Hier wird jede Bewegung, jedes Wort und sogar jede Betonung sowohl von Fachleuten als auch von Laien, die sich für Geschichten über echte Verbrechen begeistern, sorgfältig analysiert. Der heutige Fall ist jedoch nicht nur eine Demonstration der Körpersprache und Mimik des Verdächtigen. Es ist die Geschichte darüber, wie ein Mann, der hartnäckig geschwiegen hatte, plötzlich offen zu sprechen begann, als hätte es ihn überkommen. Und das alles dank eines scharfsinnigen Ermittlers, der wusste, welche Seiten er anzuschlagen hatte. Michelle Chaffin wurde am 6. Juni 1981 in der Kleinstadt Humble im US-Bundesstaat Texas, unweit von Houston, als Tochter von Walter Chaffin und Donna Johnston geboren. Humble galt als wohlhabender, sicherer und gemütlicher Ort, ideal für die Kindererziehung. Schon von klein auf fiel es Michelle leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ihre Freundlichkeit und Offenheit zogen die Menschen in ihrer Umgebung an, und es war immer einfach, mit ihr zu kommunizieren. Sie hatte einen Bruder namens David, und die beiden wuchsen sehr eng zusammen auf. David nannte Michelle sogar seine zweite Mutter. Sie war fürsorglich, aufmerksam und stand immer für ihn ein. In ihrer Kindheit waren sie fast unzertrennlich und verbrachten ihre ganze Zeit miteinander. Michelle zeichnete sich durch Verantwortungsbewusstsein und Gehorsam aus. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2001 heiratete sie fast sofort. Bekannt ist nur, dass der Nachname ihres Mannes Urner war. Sehr bald erfuhr Michelle, dass sie ein Kind erwartete. Und 9 Monate später kam ihre Tochter Haley zur Welt. Doch das Familienglück währte nicht lange. Bereits 2003 zerbrach ihre Ehe und das Paar ließ sich scheiden. Nach der Scheidung lebte Haley bei ihrem Vater. Für Michelle war das ein schwerer Schlag. Der Verlust ihrer Tochter und der Zerfall der Familie erschütterten ihren emotionalen Zustand. Da sie keinen Weg fand, mit dem Schmerz fertig zu werden, begann Michelle, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren. Sie wurde süchtig nach illegalen Substanzen, was die Situation nur noch verschlimmerte. Diejenige, die einst eine fürsorgliche Mutter und lebensfrohe Ehefrau gewesen war, verwandelte sich bald in eine Person, die tagelang und wochenlang verschwinden konnte. Einmal wurde sie sogar wegen Besitzes illegaler Substanzen festgenommen. Jedes Mal, wenn Michelle verschwand, war ihre Familie in Sorge. Sie verstanden, dass sie litt, wussten aber nicht, wie sie ihr helfen konnten. Das Einzige, was ihnen blieb, war zu hoffen und zu beten, dass sie den Weg zurückfinden würde. Dann schien sich ihr Leben plötzlich zum Besseren zu wenden. Irgendwann wurde Michelle klar. Sie erkannte, dass sie ihr Leben um ihrer Tochter willen ändern musste. Sie nahm ihr Leben in die Hand, begann einen Genesungsprozess, schrieb sich am College ein und wählte einen Studiengang im Bereich Rechtswissenschaften. Ihr Ziel war es, Anwältin zu werden. Neben dem Studium nahm sie eine Stelle als Sekretärin in einem medizinischen Unternehmen an. Nach und nach begann sich ihr Leben zu normalisieren. Bis 2008 führte Michelle bereits seit 4 Jahren einen gesunden Lebensstil und hatte Stabilität erreicht. Ihre Angehörigen waren stolz auf ihre Erfolge. Im selben Jahr trat ein neuer Mann in ihr Leben, Mark Castellano, ein Kollege aus der IT-Abteilung im selben Büro. Er war das genaue Gegenteil von Michelle. Obwohl sich die Familie freute, dass sie wieder in einer Beziehung war, verstanden weder ihre Mutter noch ihr Bruder, was Michelle an Mark fand. Donna hielt ihn für seltsam und begegnete ihm von Anfang an mit Vorsicht. Auch David hatte das Gefühl, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte. Er konnte nicht erklären, was genau ihn beunruhigte, doch das ungute Gefühl ließ ihn nicht los. Trotzdem sah Michelle nichts Verdächtiges an ihm. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant und 1 Jahr später wurde Michelle wieder schwanger. Diesmal bekam sie einen Sohn, den sie Caden nannten. Nach einiger Zeit wiederholte sich alles. Mark ging und ließ Michelle und ihren Sohn Caden zurück. Ohne sich zu verabschieden, wusste niemand, was der Grund dafür war. Vielleicht machte sich die Erschöpfung durch die neuen Aufgaben bemerkbar. Vielleicht war es auch etwas anderes. Aber Tatsache blieb Tatsache. Michelle blieb allein mit dem Kind zurück, ohne Erklärungen oder Unterstützung zu erhalten. Anfangs fiel es ihr sehr schwer.
Die Betreuung des Babys mit der Arbeit zu vereinbaren erwies sich als kräftezehrend, doch das Schicksal hielt eine neue Chance für sie bereit. Man bot ihr eine Stelle in einer Anwaltskanzlei in Houston an, und dafür musste sie ganz dorthin ziehen. In dieser Stadt kannte sie niemanden außer Mark, der ebenfalls in Houston lebte, und Michelle beschloss, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um eine gemeinsame Betreuung ihres Sohnes zu besprechen. Sie wusste, dass sie viele Stunden am Tag arbeiten würde und wollte eine Wohnung finden, in der sie mit ihrem Sohn zusammenleben konnte und wo Mark auf ihn aufpassen konnte. Dabei hatte Michelle nicht vor, die Beziehung zu ihrem Ex wieder aufzunehmen. Ein Mann, der sich einst vor der Verantwortung gedrückt hatte, weckte in ihr kein Vertrauen als Partner. Sie hoffte einfach, dass Mark sich bereit erklären würde, die Verantwortung für die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes zu teilen. Letztendlich willigte er ein und die drei begannen, gemeinsam in seiner Wohnung in Houston zu leben. Es schien, als hätte sich alles zum Guten gewendet. Michelle hatte einen festen Job. Sie hatte sich wieder aufgerappelt und es geschafft, die gemeinsame Erziehung ihres Sohnes zu organisieren. Doch plötzlich war alles vorbei. Michelle war spurlos verschwunden. Die erste Besorgnis kam auf, als Michelles Bruder David sie nicht erreichen konnte. Sie hatten täglich Kontakt, und selbst wenn sie beschäftigt war, rief sie immer später zurück. Doch an diesem Tag blieb eine Antwort aus, ebenso wie am nächsten. Da rief David Mark an und fragte, wo seine Schwester sei. Marks Antwort verblüffte ihn. Er erzählte, dass es am 22. September zu einem Streit zwischen ihm und Michelle gekommen sei, woraufhin sie die Tür zu ihrem Zimmer zugeschlagen habe. Als er später dort hineingegangen sei sie nicht mehr da gewesen. Sie war ohne Auto und ohne Habseligkeiten verschwunden. Sogar ihren Sohn hatte sie zu Hause gelassen. Mark wusste nicht, wohin sie gegangen sein könnte. Das wirkte äußerst beunruhigend, und die 31-jährige Michelle wurde offiziell als vermisst gemeldet. Die Polizei begab sich in Marks Wohnung, um eine Untersuchung durchzuführen. Dort fielen ihnen einige Merkwürdigkeiten auf. In der Wohnung befanden sich mehrere Computer, was nicht verwunderlich war, da Mark in der IT-Branche arbeitete, doch alle Festplatten waren entfernt worden und verschwunden. Das machte die Ermittler stutzig. Eine weitere seltsame Entdeckung war ein Zettel, der am Spiegel befestigt war. Er war von Mark geschrieben und an Michelle adressiert. Darin war deutliche Aggression zu spüren. Er warf ihr vor, das Wochenende angeblich mit illegalen Substanzen verbracht zu haben, obwohl sie seit über 4 Jahren keinen Konsum mehr hatte. In dem Brief erklärte er außerdem, dass er Caden zu seinen Eltern mitnehmen würde und erlaubte sich eine Beleidigung gegenüber Michelle. All dies machte einen äußerst beunruhigenden Eindruck. Als die Ermittler Michelles Zimmer betraten, schien äußerlich alles in Ordnung zu sein, doch einer der Ermittler blieb aus irgendeinem Grund vor dem Schrank stehen. Darin befand sich nichts, doch in diesem begrenzten Raum spürte er eine seltsam bedrückende Atmosphäre. Seine Intuition sagte ihm, dass genau hier etwas Wichtiges geschehen war, obwohl keine offensichtlichen Hinweise zu finden waren. Der Schrank schien eine unerzählte Geschichte zu bewahren. Die Ermittler mussten mit Mark sprechen, um die Gründe für seine Wut zu verstehen und herauszufinden, was er verbarg. Von diesem Moment an nahmen die Ereignisse eine unerwartete Wendung. Alles entwickelte sich rasant und absurd. Und genau dieser Teil des Falls ging später in die Annalen der furchterregendsten und rätselhaftesten Verbrechen ein. Die Polizei begab sich zum Haus von Marks Eltern im Westen von Texas, um ihn zu befragen. Doch Mark überraschte sie noch vor Beginn des Gesprächs. Er fragte, ob er ein Interview in der Show von Dr. Phil geben könne. Während die Suche nach der Mutter seines Sohnes lief, dachte Mark an Ruhm im Fernsehen. Trotzdem machten die Ermittler Zugeständnisse und arrangierten seinen Auftritt in der Sendung. Wahrscheinlich hofften sie, dass ein öffentliches Interview bei den Ermittlungen helfen und Hinweise im Fall von Michelle liefern könnte. In der Sendung gab Mark keine Beteiligung am Verschwinden von Michelle zu, doch sein Verhalten war beunruhigend. Er sprach nur über sich selbst und ignorierte die Situation mit der verschwundenen Mutter seines Sohnes völlig. Der Moderator erkannte schnell, dass er es mit einem Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Zügen zu tun hatte, der emotional distanziert war und dem alles, was geschah, nur als Anlass für einen kurzen Moment des Ruhmes erschien. Nach der Ausstrahlung der Sendung waren die Ermittler bereit, Mark nach allen Regeln der Kunst zu verhören, unter Einsatz von Videoaufnahmen und psychologischen Techniken.
Ihre Strategie bestand darin, sein Vertrauen zu gewinnen, ihn in einem günstigen Licht darzustellen und ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Es war ein untypischer Ansatz, aber angesichts des Narzissmus des Verdächtigen konnten schmeichelhafte Worte bei ihm Wirkung zeigen. Die Ermittler wussten genau, wie sie das Spiel führen mussten. Sie waren sich vollkommen bewusst, dass Mark Aufmerksamkeit und Lob liebte. Sie mussten nicht lange warten. Er tappte schnell in die Falle. Das Verhör begann wie ein gewöhnliches Gespräch. Ermittler Utas versicherte Mark, dass er nicht festgenommen sei und jederzeit gehen könne. Sobald die Fragen begannen, zeigte Mark sein beunruhigendes und verzerrtes Wesen. Er begann sofort, negativ über Michelle zu sprechen und stellte sie als verwöhnte Frau dar, die immer ihren Willen bekam. Mark behauptete, sie habe sich ihm gegenüber aggressiv und gewalttätig verhalten. Dabei habe er ihr, wie er sagte, nie mit gleicher Münze heimgezahlt. Er stellte sich als Opfer ihrer Beziehung dar. Genau darauf hatten die Ermittler gesetzt. Ermittler Utas gewann Marks Vertrauen, indem er sich als mitfühlender Beamter gab. Er spielte mit seinen Gefühlen und versicherte ihm, dass er verstehe, wie schwer es für ihn gewesen sei, eine so schwierige Frau zu ertragen. Er drückte Mitgefühl aus und baute eine pseudo-freundschaftliche Beziehung zwischen ihnen auf. Mark ließ sich auf dieses Spiel ein und bezog auch Caden in seine Erzählung mit ein. Er beschuldigte Michelle nicht nur des grausamen Verhaltens ihm gegenüber, sondern behauptete auch, sie sei angeblich zu seinem Sohn grob gewesen. Daraufhin beschloss der Ermittler, den Druck zu erhöhen und wandte eine psychologische Taktik an. Er deutete an, dass Mark Michelle vielleicht nicht aus Bosheit etwas angetan habe, sondern um seinen Sohn zu schützen. Er ließ durchblicken, dass Michelle etwas Schreckliches zugestoßen sei. Ihre Leiche war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden worden, aber Mark wusste das nicht. Und nun hing alles von einem Geständnis ab. Die Ermittler hatten keine eindeutigen Beweise. Und wenn Mark nicht reden würde, könnte die Wahrheit für immer im Verborgenen bleiben. Es war ein entscheidender Moment. Utas verbrachte Stunden damit, Kontakt herzustellen und Mark einzureden, dass er genau ihm alles erzählen könne, demjenigen, der ihn versteht. Und als er seinen letzten Zug machte, brach Mark zusammen. Es war der erste Moment während des gesamten Verhörs, in dem er Emotionen zeigte. Weder in der Show, noch nach Michelles Verschwinden, noch bei der Erwähnung seines Sohnes hatte er auch nur eine Träne gezeigt. Doch nun, als das Gespräch auf seine Handlungen kam, die angeblich dem Schutz von Caden dienten, brach etwas in ihm. Der Druck wurde für ihn zu groß. Er konnte nicht länger verbergen, was er getan hatte. Und dann gestand Mark, er hatte Michelle das Leben genommen. Sobald er das ausgesprochen hatte, verspürte der Ermittler zugleich Erleichterung und Entsetzen. Vor ihm saß nicht mehr der verzweifelte Ex-Partner, dessen Sohn seine Mutter verloren hatte. Nun war endgültig klar, dass Mark Michelle getötet hatte. Was war wirklich geschehen? Der weitere Bericht basiert auf Marks eigenen Worten. Die wahren Einzelheiten lassen sich nicht mehr vollständig rekonstruieren, doch seiner Darstellung zufolge befanden sie sich an jenem Tag in seiner Wohnung. Laut Marks Darstellung kam Michelle verärgert nach Hause. Sie sprach unhöflich, warf mit Sachen um sich und befahl ihm, hinter ihr aufzuräumen. Mark gehorchte. Seinen Worten zufolge schlug sie ihn in diesem Moment mehrmals und ging dann in ihr Zimmer. Caden, so behauptete Mark, habe sich zu dieser Zeit in seinem Zimmer versteckt. Mark gab an, dass in diesem Moment seine Geduld am Ende gewesen sei. Er geriet in Wut, stürmte in Michelles Zimmer, warf sie auf das Bett und erwürgte sie mit bloßen Händen. Alles ging sehr schnell, doch was danach geschah, war noch schrecklicher. Einige Minuten nach der Tragödie betrat Caden das Zimmer. Er sah den Leichnam seiner Mutter auf dem Bett und fragte Mark, was mit ihr sei. Dieser antwortete ruhig, sie schlafe nur. Es ist schwer vorstellbar, was der Junge durchgemacht haben muss, als er das sah. Möglicherweise hat er damals nicht verstanden, was geschehen war, doch die Erinnerungen an diesen Moment könnten ihn sein ganzes Leben lang verfolgen. Danach führte Mark seinen Sohn aus dem Zimmer, bereitete ihm ein Bad vor und versteckte dann Michelles Leiche im Kleiderschrank im Schlafzimmer. Wenn man an diesen Moment zurückdenkt, wird klar, dass die Vermutungen des Ermittlers, der vor dem Kleiderschrank stehen geblieben war, nicht unbegründet gewesen waren. Genau in diesem Zimmer hatte sich etwas Schreckliches ereignet. Genau dort hatte Mark Michelles Leiche versteckt. Die Geschichte,
die von Anfang an intuitiv beunruhigend gewirkt hatte, fand ihre Bestätigung. Mark fuhr Kayden mit Michelles Auto zu seinen Eltern und kehrte anschließend zurück, um die Leiche zu beseitigen. Er legte die Überreste in einen Plastikbehälter, lud diesen in dasselbe Auto und fuhr aus der Stadt Midland hinaus. Dort grub er ein flaches Loch und versteckte Michelles Leiche. Alle seine Handlungen wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er am frühen Morgen des 24. September gegen 3 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, den Behälter schleppte und um 6 Uhr morgens mit dem Auto wegfuhr. Nach Marks Geständnis rief Ermittler Otters seinen Kollegen Sergeant Harris hinzu. Mark schilderte detailliert alles, was in jener Nacht geschehen war. Trotz des Geständnisses musste die Ermittler die Leiche finden, um eine offizielle Anklage erheben zu können. Polizeibeamte suchten gemeinsam mit FBI-Agenten anhand einer von Mark gezeichneten Karte nach der Grabstätte. Nach langwierigen Suchaktionen in den endlosen Ölfeldern West Texas entdeckten sie den Ort und gruben das Grab aus. Darin befanden sich die Überreste von Michelle Chaffin. Außerdem wurden die Müllcontainer in der Nähe von Marks Wohnung durchsucht. In einem davon fanden sie Michelles in Stücke geschnittene Bankkarte, ihre Kleidung, ihre Sonnenbrille, Marks Visitenkarten und das schwarze Klebeband, mit dem er die Leiche gefesselt hatte. Nun hatte die Ermittler allen Grund, Anklage zu erheben. Mark Castellano wurde am 1. Oktober 2012 festgenommen. Trotz der Videoaufzeichnung seines Geständnisses erklärte er vor Gericht jedoch, dass er seine Schuld nicht anerkenne. Im Prozess legte die Anklage das entscheidende Beweisstück vor, sein eigenes Geständnis. Die Verteidiger versuchten zu beweisen, dass Mark unter dem Einfluss eines plötzlichen Gefühlsausbruchs gehandelt habe. Sie behaupteten, Michelle sei aggressiv gewesen und habe ihn ständig gedemütigt, und an jenem Tag habe er es einfach nicht mehr ausgehalten. Die Staatsanwälte widerlegten die Version der Verteidigung jedoch schnell. Wenn Mark tatsächlich Aggressionen ausgesetzt gewesen wäre, hätte er dies offiziell melden müssen. Alle, die Michelle kannten, glaubten diese Geschichte nicht. Es gab keinen einzigen Beweis, der ihre Grausamkeit bestätigte. Abgesehen von Marks eigenen Aussagen hatte sie sich weder in anderen Beziehungen noch in der Familie jemals so verhalten. Nach den Plädoyers der Parteien fällten die Geschworenen ihr Urteil. Am 6. Juni 2014 wurde Mark Castellano des Verbrechens an Michelle Chaffin für schuldig befunden. Das Gericht verurteilte ihn zu 27 Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von $10.000. Eine Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung hat er erst im Jahr 2026. Michelles Tod war ein tragischer und plötzlicher Schlag für ihre Familie. Sie hinterließ 2 Kinder. Eines davon, Kayden, war zu diesem Zeitpunkt zu Hause und wurde Zeuge des Geschehens. Auch wenn er an jenem Tag vielleicht noch nicht begriff, was er gesehen hatte, ist das schwer vorstellbar. Der Junge verlor seine Mutter durch die Hand seines Vaters und blieb ohne beide Elternteile zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Kayden gerade einmal 3 Jahre alt. Er wurde von Marks Eltern in Odessa, Texas, großgezogen. Michelles Mutter Donna versuchte, das Sorgerecht für ihren Enkel zu erlangen, doch nach den vorliegenden Informationen gelang ihr dies nicht. Haley, die älteste Tochter, lebte nach der Scheidung der Eltern und bis zum Gerichtsverfahren bei ihrem Vater. Michelle hatte Fehler gemacht, doch sie erkannte diese und schlug den Weg der Besserung ein. Sie strebte danach, ein neues Leben aufzubauen und sorgte für die Zukunft ihrer Kinder. All dies wurde von einem Mann zerstört, der seine eigenen Emotionen nicht im Griff hatte. Die Familie war nicht nur durch den Verlust am Boden zerstört, sondern auch dadurch, wie Mark versuchte, Michelle in ein schlechtes Licht zu rücken und sich selbst als Opfer darzustellen. Er nahm ihr nicht nur das Leben, sondern versuchte auch, ihre Würde zu zerstören und ihr Andenken zu beschmutzen. Michelle war es nicht vergönnt, ihren Traum, Anwältin zu werden, zu verwirklichen. Es war ihr nicht vergönnt, ihre Erfolge mit ihren Lieben zu feiern, Hochzeiten, Abschlussfeiern und andere bedeutende Momente zu erleben. Ein einziger Mensch hat durch seine Tat mehr als nur ein Schicksal zerstört. Dies ist eine Geschichte, in der es keinen Trost gibt und in der es schwer fällt, eine Moral zu finden. Alles wirkt zufällig, unerwartet und ungerecht. Michelle versuchte, ihre Beziehungen zu verbessern und eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu schaffen,
Doch in einem einzigen Moment wurde alles zunichte gemacht. Mark zerstörte all diese Zukunftspläne endgültig. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Bevor man sein Leben grundlegend verändert, sollte man sich vorbereiten und alles gut überdenken, denn in einer neuen Umgebung ist man sehr verletzlich. In manchen Fällen kann dies sehr tragisch und sogar so grausam enden, dass die Träume eines ganzen Lebens in Schutt und Asche liegen. Der Bezirk Walker in Texas liegt etwas mehr als eine Autostunde von Houston entfernt. Hier leben insgesamt etwa 10.000 Einwohner. Das Walker County in Texas liegt etwas mehr als eine Autostunde von Houston entfernt. Die Gegend ist ländlich geprägt, mit unbefestigten Straßen, Ranches und kleinen Gemeinden. Normalerweise landen Menschen an solchen Orten, wenn sie eine Familie gründen oder dem Trubel der Großstädte entfliehen wollen. Hier wurde Jared Dicus geboren und wuchs auf. Seine Familie war bei den Einheimischen gut bekannt. Sie waren recht wohlhabend. Die Eltern besaßen mehrere Immobilien und Grundstücke. Sie lebten in einem geräumigen Haus, das selbst im Vergleich zu den großen Ranches der Gegend hervorstach. Die Familie Dicus besaß ein riesiges Haus, vor dem ein kleineres Gästehaus errichtet worden war. Als der Junge älter wurde, wurde dieses zu einem Wohnhaus für Jared umgebaut. Der junge Mann nutzte diese Unterkunft gerne. Damit erfüllte er sich den Traum vieler junger Amerikaner. Er musste keine Wohnung mieten. Genau hier ließ er sich zusammen mit seiner jungen Ehefrau nieder. Seine Frau hieß Angie. Sie wurde 2001 in Nicaragua geboren. Nach Erreichen der Volljährigkeit wanderte sie auf der Suche nach einem besseren Leben in die USA aus. Ihr Lebensweg war von Anfang an viel schwieriger als der von Jared. Das Mädchen wurde in eine Familie hineingeboren, in der die armen Eltern kaum über die Runden kamen. Von klein auf erlebte sie, wie es ist, unter ständigen finanziellen Schwierigkeiten zu leben. Es überrascht nicht, dass das Mädchen fleißig aufwuchs und ihrer Familie schon früh half. Dabei war sie sehr ruhig und freundlich. In der neuen Heimat verhielt sie sich zurückhaltend und zog es vor, zu arbeiten, um sich selbst zu versorgen und ihrer Familie zu helfen. Angie träumte davon, sich eine Zukunft aufzubauen. Sie wollte einen Amerikaner kennenlernen, um zu heiraten, sich an ihrem neuen Wohnort niederzulassen und Unterstützung zu finden. Die junge Frau war charmant und liebenswert. Schon bei ihrer ersten Begegnung mit Jared erregte sie die Aufmerksamkeit des jungen Mannes. Das geschah einige Zeit nach ihrem Umzug. Angie hatte kaum Zeit gehabt, neue Bekanntschaften zu schließen. Innerhalb weniger Jahre gelang es ihr, eine Bleibe und gleich mehrere Jobs zu finden. Alle sahen, wie glücklich die junge Frau darüber war, dass sie es so weit gebracht hatte. Angie hatte große Pläne für die Zukunft. Sie war überzeugt, dass in den Vereinigten Staaten alles gut gehen würde. Sie ahnte nicht, wie sehr sie sich irrte. Die Lebenswege von Jared und Angie kreuzten sich gegen Ende des Jahres 2022. Alle, die den jungen Mann gut kannten, sahen, dass er nach dem ersten Treffen von Angie fasziniert war. Er beschrieb sie als eine sehr energiegeladene und attraktive junge Frau, mit der er eine romantische Beziehung aufbauen wollte. Natürlich trug sie selbst nicht weniger dazu bei, da sie aktiv wurde, sobald sie Jared kennengelernt hatte. Die junge Frau sah in ihm den perfekten, zukünftigen Ehemann und Vater. Trotz kultureller und sprachlicher Barrieren ergriff Angie selbst die Initiative. Dabei spielte es keine Rolle, dass ihr Englisch noch lange nicht perfekt war. Umso mehr war das Umfeld der jungen Leute überrascht, als das Paar einen Monat nach dem Kennenlernen im Oktober 2022 seine Hochzeit ankündigte. Sie feierten eine kleine private Zeremonie. Auf den ersten Blick glich die Geschichte dieser jungen Leute einem wahr gewordenen Traum der jungen Frau. Sie zogen in ihr Haus in einer kleinen Stadt. Es schien, als könne Angie aus Nicaragua nun eine perfekte amerikanische Familie gründen, Kinder bekommen und eine Karriere aufbauen. Jared hatte alles, was dafür nötig war. Der junge Mann war der Sohn wohlhabender Eltern. Es schien, als hätten sie keine Geldsorgen. Er liebte seine Freundin aufrichtig. Doch hinter den Kulissen dieses makellosen Lebens sah alles nicht mehr so rosig aus. Vor Beginn der Beziehung war Angie sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, veröffentlichte ständig Fotos und verschiedene Beiträge.
Doch nach der Heirat wurden solche Veröffentlichungen immer seltener. Kurz nach der Hochzeit hörte sie praktisch auf, Fotos mit Jared zu machen. Ihre Angehörigen begannen, sie nach dieser Veränderung zu fragen, die für eine aktive und gesellige junge Frau untypisch schien. Doch sie antwortete nur widerwillig auf diese Fragen. Es kam der Verdacht auf, dass ihr Mann ihr all dies verbiete. Angie wies die Fragen nur ab, versicherte, dass in ihrer Beziehung zu Jared nichts Zwanghaftes sei, bestätigte aber gleichzeitig, dass ihr Ehemann dennoch Einfluss auf sie ausübe. Das zehre emotional an ihr. Das überraschte allerdings niemanden sonderlich. Trotz der insgesamt guten Beziehung zur Familie Dicus wussten viele Anwohner, dass ihr Sohn Probleme mit dem Gesetz hatte. Außerdem hatte er Probleme mit illegalen Substanzen und Alkohol. Seine Eltern wussten das sehr wohl, sprachen aber nicht mit Angie darüber, da sie glaubten, die Ehe würde sich positiv auf ihren Sohn auswirken und er würde all seine schädlichen Gewohnheiten aufgeben. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Kurz nach der Hochzeit begann er sich noch schlechter zu benehmen. Die örtliche Gemeinde wusste, dass Jared dazu neigte, sich zu betrinken und illegale Substanzen zu konsumieren, woraufhin er sich nicht ganz angemessen verhielt. Er war aggressiv und geriet oft in Schwierigkeiten. Deshalb geriet der junge Mann ins Visier der Polizei, als er zum ersten Mal betrunken am Steuer erwischt wurde und die Situation sogar noch verschlimmerte, indem er Polizeibeamte bedrohte. Viele waren der Meinung, dass er ohne seine wohlhabenden Eltern hinter Gittern gelandet wäre. Die optimistischsten Anwohner glaubten jedoch, dass Angie ihren Mann tatsächlich auf den rechten Weg bringen könnte. Das Paar bezog sofort ein großes Gästehaus, das sich auf dem Gelände der Dicus-Familie befand. Es wurde schon lange nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt und nun überließen die Eltern es vollständig dem frisch vermählten Paar, damit sie komfortabel leben und dabei unabhängig bleiben konnten. Leider spielte dies Angie einen bösen Streich. Anstatt an einem ruhigen, gemütlichen Ort zu landen, geriet sie in Isolation. Selbst mit ihrer eigenen Familie hatte sie Schwierigkeiten in der Kommunikation, da alles vollständig von Jared kontrolliert wurde. Er umgab sie vollständig mit seinem Leben, seiner Familie, seinen Regeln und Gewohnheiten. Dabei war Angie es nicht gewohnt, aufzugeben, sondern sah dies als eine weitere Herausforderung des Schicksals an. Nach ihrem Umzug in die USA hatte sie viele Schwierigkeiten, aber sie schaffte es, alle zu meistern. Die junge Frau war fleißig, wuchs unter harten Bedingungen auf, aber nach und nach klappte alles. Erschwerend kam hinzu, dass sie ohne Papiere nach Texas gekommen war. Deshalb hatte sie ständig Angst und Sorge, dass sie nach Nicaragua abgeschoben werden könnte. Vor der Hochzeit gab es Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche und der Anmeldung. Angie glaubte, dass die Heirat und der Erhalt offizieller Papiere ihr helfen würden, die Situation zu meistern. Doch in Wirklichkeit begann Jared schnell, dies auszunutzen. Er übte oft Druck auf seine Frau aus, um sie zur Unterwerfung zu zwingen. Sie befürchtete, dass sie im Falle einer Scheidung alles verlieren könnte, wonach sie so lange gestrebt hatte. Schon bevor sie Jared kennenlernte, hatte die junge Frau viel gearbeitet. Sie nahm jeden Nebenjob an, um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Nach der Hochzeit ging das alles weiter. Sie stand vor Sonnenaufgang auf und ging zur Arbeit in das örtliche Fitnessstudio. Danach ging sie in einen Fastfood-Laden, wo sie ebenfalls bis zum Ende des Tages jobbte. Die Hoffnung, dass es in der Ehe leichter werden würde, erfüllte sich nicht. Auch sie musste viel arbeiten. Dennoch verloren einige Jobs nach der Hochzeit ihre Bedeutung. Sie musste sich neue Nebenjobs suchen. Und Jared war größtenteils arbeitslos. Er fand nur gelegentlich eine Anstellung, blieb dort aber meist nicht länger als einen Monat. Wahrscheinlich spielte die Stadt selbst dabei eine große Rolle. Sie war zu klein. Alle wussten, dass Jared ein Problemfall war, und es gelang ihm nicht, eine feste Anstellung zu finden. Die Angehörigen glaubten, dass der junge Mann sich mit aller Kraft bemühte, seinen Platz im Leben zu finden, aber andere waren der Meinung, dass er sich einfach treiben ließ und die Privilegien seiner Eltern ausnutzte. Dabei konnte der junge Mann sehr charmant sein, wenn er wollte. Doch das verging schnell, nachdem er Angie geheiratet hatte. Nun zeigte er seine impulsive Seite, seine Unsicherheit und seine Boshaftigkeit. Vor der Heirat hatte die junge Frau keine Ahnung, dass er seit vielen Jahren unter Verhaltensproblemen litt. Doch nun wurde all das offensichtlich. Schon im ersten Monat begannen die Veränderungen. Zunächst begann Angie, sich von all ihren Freunden
und sogar ihren Angehörigen zu distanzieren. Die Kollegen bemerkten, dass die einst lebensfrohe junge Frau nun niedergeschlagen zur Arbeit erschien. Oft sah sie so aus, als würde sie weinen, wenn niemand sie sah. Angie begann, Kleidung mit langen Ärmeln zu tragen, selbst wenn es sehr heiß war. Es schien, als würde sie etwas verbergen. All das wurde immer beunruhigender. Jared sprach kein Spanisch und Angie hatte nur geringe Englischkenntnisse. Aus diesem Grund hatte sie sogar Schwierigkeiten, sich mit ihrem Mann zu verständigen. Nach einiger Zeit bemerkte das engste Umfeld der jungen Frau, dass ihr Ehemann für sie zu einer Art Übersetzer geworden war. Er war derjenige, durch den Angie den Kontakt zur Außenwelt aufrechterhielt. Dabei war offensichtlich, dass er dies nicht aufrichtig tat, sondern aus eigenem Interesse. Der Mann begann, seine Frau zu manipulieren, dominierte sie, und parallel dazu nahm sein Konsum illegaler Substanzen immer häufigere Züge an. Er konnte das Haus verlassen und erst spät in der Nacht zurückkehren. Die Nachbarn hörten in solchen Momenten laute Streitereien im Gästehaus der Familie Dicus und konnten die Schreie der jungen Leute vernehmen. In der Öffentlichkeit verhielt sich Angie weiterhin so, als wäre alles normal. Sie sprach mit niemandem über ihre Probleme, arbeitete nach wie vor viel, erzählte aber nie davon, was in ihrem Familienleben vor sich ging. Die Leute vermuteten, dass sie körperlicher und emotionaler Gewalt ausgesetzt war, doch Angie selbst bestätigte dies nicht. Bemerkenswert ist, dass sie mehr als einmal ihre Hände zeigte, auf denen trotz der langen Ärmel keine blauen Flecken zu sehen waren. Dass sie plötzlich andere Kleidung trug, erklärte sie mit der Eifersucht ihres Mannes, der nicht wolle, dass andere Männer sie anstarren. Ende 2022 bestand die Ehe von Jared und Angie bereits seit 3 Monaten, doch alle, die ihnen nahe standen, spürten bereits eine starke Anspannung in der Beziehung des Paares. Die Flitterwochenphase war schnell vorbei. All dies wich der Dominanz eines herrischen und nicht ganz zurechnungsfähigen jungen Mannes. Dabei machte man sich wenig Sorgen um Angie. Einerseits konnte sie aufgrund der Sprachbarriere und der totalen Kontrolle ihres jungen Ehemanns einfach nicht über ihre Probleme sprechen. Andererseits hatte sie in den USA keine Verwandten, die ihr Unterstützung hätten bieten können. Das Paar lebte auf dem Grundstück der Familie Dicus. Es schien, als könnten Jareds Mutter und Vater ihr helfen. Angies Kollegen, die sie schon seit einigen Jahren kannten, bemerkten, dass sie sich anders verhielt. Früher hatte sie über Jareds Eigenarten gelacht, doch nun gestand sie einigen Freundinnen, dass er sie total kontrolliere. Sie hoffte noch, dass sich die Situation ändern würde, doch diese Hoffnungen erwiesen sich als vergeblich. Ihren Freundinnen erzählte sie, dass Jared oft betrunken nach Hause komme. Sie stritt sich mit ihm. Aus diesem Grund kam Angie immer öfter unausgeschlafen zur Arbeit. Dabei leugnete sie weiterhin häusliche Gewalt, erkannte aber bereits, dass sie sich in einer misslichen Lage befand. Ihre Familie lebte Tausende von Kilometern von den Vereinigten Staaten von Amerika entfernt. Angie hatte nicht einmal ein Auto und im Grunde genommen keinerlei Unterstützung, und ihr Aufenthaltsstatus zwang sie dazu, Angst zu haben und sich ihrem Mann zu unterwerfen. Auch Jareds Eltern begannen in dieser Zeit Veränderungen in seinem Verhalten zu bemerken. Er wurde immer verschlossener, gereizter und aggressiver. Dabei sahen sie, dass seine Frau seinen Angriffen eher widerstand, anstatt selbst zu versuchen, totale Kontrolle über ihren Mann auszuüben. Doch auch Jareds Eltern unternahmen nichts, da sie überzeugt waren, dass die Beziehung zu Angie ihren Sohn dazu bringen würde, verantwortungsbewusster zu werden und sein Verhalten zu überdenken. Sie waren sicher, dass dies einfach Zeit brauchte. Vielleicht beruhigte es Mutter und Vater, dass das junge Paar in ihrer Nähe wohnte. Ihre Streitereien beschränkten sich immer nur auf Geschrei. Niemand hatte jemals körperliche Gewalt in dieser Familie beobachtet. Angie war überzeugt, dass das unangemessene Verhalten ihres Mannes ausschließlich auf den Konsum von Alkohol und illegalen Substanzen zurückzuführen war. Genau das machte ihn zu einem paranoiden und aggressiven Menschen. Ende 2022 erklärte die entschlossene Angie einer ihrer Freundinnen, sie sei überzeugt, Jared zu einem normalen Leben zurückführen zu können. Sie war immer eine treue Person gewesen, hatte ihre Angehörigen unterstützt und wollte nicht so einfach aufgeben. Allerdings trug dies in keiner Weise dazu bei, die Krise in ihrer Beziehung zu lösen. Anfang Januar 2023 veröffentlichte die junge Frau auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken ein Video.
Es war ein kurzer Clip mit einem Kommentar, in dem Angie Diaz allein zur Musik Kaffee trinkt. Es schien, als sähe sie so sogar glücklicher aus als in der Gegenwart ihres Mannes. Sie veröffentlichte diesen Beitrag mit einer kurzen philosophischen Botschaft, ohne zu ahnen, dass ihr nur noch wenige Tage zu leben blieben. Der frühe Morgen des 11. Januar 2023 begann für Angie genauso wie jeder andere. So wie in den letzten Monaten. Sie wachte auf, frühstückte, machte sich für die Arbeit fertig und postete ein Foto ihres Essens auf ihrer Social-Media-Seite. Dann kam ihr Mann betrunken nach Hause und es kam zu einem Streit, der ebenso plötzlich wieder endete. Gegen 17 Uhr betrat Jared das Haupthaus, in dem seine Eltern wohnten, und sagte ruhig, dass er Probleme habe. Er wollte, dass sie mit ihm zum Gästehaus gingen, in dem er mit seiner Frau lebte. Sobald seine Mutter und sein Vater dieses Haus betraten, erfasste sie sofort Entsetzen. Auf dem Boden im Wohnzimmer lag Angies verstümmelte Leiche. Die 21-jährige junge Frau war enthauptet worden. Überall im Wohnzimmer und auch in den angrenzenden Zimmern war Blut. Es bedeckte nicht nur den Boden, sondern auch die Wände. Sogar an der Decke fanden sich Blutspritzer. Neben Angies Leiche lag ein gewöhnliches Küchenmesser, das mit Blut bedeckt war. Jareds Eltern waren entsetzt, versuchten aber nicht, ihren Sohn zu decken. Sie riefen sofort den Notruf. Als die Polizei im Gästehaus der Familie Dicus eintraf, war sie von der Brutalität des Vorfalls schockiert. Trotz ihrer Erfahrung in den Strafverfolgungsbehörden hatte noch keiner der Polizisten jemals einen so blutigen Tatort in dieser ruhigen Kleinstadt gesehen. Jared war vor Ort. Er versuchte nicht einmal, sich zu verstecken und leugnete seine Schuld nicht. Stattdessen gestand der junge Mann sofort den Mord an seiner Ehefrau, und zwar so leichtfertig, als würde ihn das überhaupt nicht belasten. Die Polizeibeamten gingen davon aus, dass sich der Täter in einem nicht zurechnungsfähigen Zustand befand. Es schien, als stünde er unter dem Einfluss illegaler Substanzen, sei betrunken oder leide an psychischen Problemen. Die am Tatort eintreffenden Ermittler begannen, den Ablauf der Ereignisse zu analysieren, um zu verstehen, was zu der Tragödie geführt hatte. Sie untersuchten, was Jared vor dem Angriff auf seine Frau getan hatte. Es stellte sich heraus, dass er von mehreren Überwachungskameras erfasst worden war, als er verschiedene Geschäfte in seiner Stadt aufsuchte. Eines davon betrat er sogar barfuß und kaufte eine ganze Kiste Bier. Später bestätigte auch der Verkäufer, dass Jared seltsam gewirkt habe, sich jedoch nicht aggressiv verhalten habe. Danach ging er nach Hause, wo seine Frau auf ihn wartete. Nach den Aussagen des Mannes war Angie mit seinem Verhalten unzufrieden, weshalb es zu einem weiteren Streit kam. Der Mann selbst konnte sich nicht genau erinnern, wer den Angriff provoziert hatte und wie die Situation eskalierte. Seiner Meinung nach hing die Unzufriedenheit seiner Frau mit Eifersucht und Problemen bei der Arbeit zusammen. Er erinnerte sich an eine unangenehme SMS, die er auf dem Handy seiner Frau gesehen hatte. Eine Überprüfung ihres Handys ergab jedoch nicht, dass sie irgendeine kompromittierende Korrespondenz geführt hatte. Angie hatte lediglich mit einem Arbeitskollegen kommuniziert, den sie später treffen wollte. Was auch immer der Auslöser war, der Ehemann geriet sofort in Wut, da er unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Substanzen stand. Die Situation eskalierte sehr schnell. Er griff zu einem Küchenmesser und attackierte seine Frau. Am Körper der Verstorbenen wurden zahlreiche Stich- und Schnittwunden festgestellt. Dabei wehrte sich die junge Frau praktisch nicht, weshalb man davon ausging, dass Jared ohne Vorwarnung zugeschlagen haben könnte. Der Gerichtsmediziner war der Ansicht, dass sie zum Zeitpunkt der Enthauptung entweder bereits tot oder aufgrund des Blutverlusts bewusstlos gewesen war. Der Versuch, den Körper in Teile zu zerlegen, machte dieses Verbrechen nur noch schrecklicher. Dies geschah nicht, um die Leiche zu verstecken. Der Täter wollte sein Opfer nicht nur töten, sondern auch schänden. Die Kriminaltechniker brauchten viel Zeit, um alle Spuren auf dem Gelände des blutüberströmten Gästehauses zu sichern. Sie fanden den Kopf der jungen Frau auf dem Boden im Nachbarzimmer und sammelten Dutzende Spurenproben ein. Blutstropfen und Blutspritzer bedeckten nahezu alles um sie herum. Die Untersuchung bestätigte, dass für den Mord und die Enthauptung des Opfers ein gewöhnliches Küchenmesser verwendet worden war. Jareds Verhalten verblüffte die Ermittler. Im Gespräch mit den Strafverfolgungsbeamten zeigte er nicht die geringsten Gewissensbisse. Jared berichtete ohne zu zögern über alle blutigen Details und zeigte dabei keinerlei Emotionen. Er versuchte sogar, seine Schuld herunterzuspielen, indem er betonte, dass seine Ehefrau ihn beleidigt habe.
Angesichts der Art und Weise, wie das Opfer ums Leben gekommen war, fiel dies jedoch schwer. Angus' Leiche wurde zur Obduktion geschickt und ihre Familie in Nicaragua wurde über diese Tragödie informiert. Leider waren ihre Angehörigen zu arm, um in die USA zu reisen. Sie konnten nicht einmal die Leiche der jungen Frau abholen, um sie in ihrer Heimat zu beerdigen. Glücklicherweise zeigte die örtliche Gemeinschaft Mitgefühl für diese Geschichte und organisierte eine Spendenaktion. Als die Anwohner von dem Vorfall erfuhren, waren sie alle schockiert über das Ausmaß der Grausamkeit. Viele fragten sich auch, ob diese Tragödie hätte verhindert werden können. Es war erschütternd, dass sich all dies nur wenige Dutzend Meter vom Haus von Jarretts Eltern entfernt ereignet hatte. Dennoch unternahmen sie nichts, um Angie zu helfen. Jarrett befand sich unterdessen in Gewahrsam und wurde mehrfach verhört. Er leistete keinen Widerstand und kooperierte mit den Ermittlern. Der Mann gestand den Mord bereits im Haus ohne Probleme und wiederholte seine Schilderung anschließend detailliert und offiziell auf der Polizeiwache. Selbst als er die Enthauptung seiner 21-jährigen Ehefrau beschrieb, zeigte er keinerlei Emotionen. Obwohl er nüchtern war und die Wirkung der illegalen Substanzen nachgelassen hatte, war sein Verhalten ruhig und seine Stimme sanft und gleichmäßig. Er beschrieb den blutigen Mord als etwas Alltägliches. Er erzählte, dass Eifersucht und die Kontrolle über die junge Frau von Anfang an zum Alltag ihrer Beziehung gehört hätten. In seinen Worten gab es keine Liebe. Er war der Ansicht, dass sie ihn nur ausnutzen wolle, um sich im Land niederzulassen, während ihn lediglich Sex interessiert habe. Als er seine Taten schilderte, erklärte Jarrett, dass er aufgrund seiner Wut das Gefühl gehabt habe, als hätte nicht er selbst seine Ehefrau getötet. Der Täter habe sich innerlich distanziert und einfach von der Seite zugesehen. Dies ähnelte der Beschreibung psychischer Probleme. Die Fakten widersprachen jedoch seinen Worten. Die Ermittler waren der Ansicht, dass Jarrett einen vorsätzlichen Mord begangen hatte. Dies geschah weder aufgrund psychischer Probleme, noch deshalb, weil er betrunken war. Jede seiner Handlungen bestätigte dies. Erstaunlicherweise duschte er, bevor er zu seinen Eltern fuhr, um ihnen von Angies Tod zu berichten, zog sich um und fuhr anschließend in einen Laden, um weitere alkoholische Getränke zu kaufen. Es wurden Videoaufnahmen gefunden, auf denen Jarrett etwa 45 Minuten nach dem Mord eine Tankstelle betrat. Er war immer noch barfuß und trug nur seine Pyjamahose. Als man mit dem Verkäufer sprach, bestätigte dieser, dass der Kunde ruhig gewirkt habe und etwas seltsam gewesen sei, aber nichts darauf hingedeutet habe, dass er einen Mord begangen hatte. Nach seinem Geständnis wurde Jarrett offiziell wegen Mordes ersten Grades angeklagt und gegen eine Kaution von $500.000 festgehalten. Der junge Mann selbst hatte nicht das Geld, um diesen Betrag aufzubringen, und seine Eltern weigerten sich, dies zu tun. Der junge Mann wurde in eine Abteilung für Häftlinge mit psychischen Problemen verlegt. Es bestand zudem der Verdacht, dass er versuchen könnte, sich das Leben zu nehmen. Deshalb stand Jarrett unter verschärfter Bewachung. Der Anwalt versuchte, das Ausmaß der Schuld des Mörders zu minimieren. Von Anfang an stützte er sich auf die Unzurechnungsfähigkeit und forderte die Durchführung psychiatrischer Gutachten. Während der Haftzeit in Erwartung des Prozesses wurden tatsächlich zahlreiche Untersuchungen zur Analyse der psychischen Gesundheit des Täters durchgeführt. Die Vorverhandlungen waren für Anfang 2024 angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war die Anklage der Ansicht, dass der Täter zurechnungsfähig sei und vor Gericht gestellt werden könne, während der Anwalt unabhängige Untersuchungen forderte. Das ganze Jahr 2023 über zeigten sich die Anwohner, denen das Schicksal von Angie am Herzen lag, sehr aktiv. Sie organisierten sogar Mahnwachen für sie, an denen die Kollegen und Freunde der jungen Frau teilnahmen. Sie alle beschrieben sie als einen positiven und fröhlichen Menschen, der so etwas nicht verdient habe. Schließlich wurde der Leichnam der Verstorbenen per Flugzeug nach Nicaragua überführt, wo die Familie endlich die Möglichkeit hatte, eine Beerdigungszeremonie abzuhalten. Die Familie Dicus arbeitete von Anfang an mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Die Eltern des Mörders waren fassungslos darüber, wozu ihr Sohn fähig war. Mutter und Vater standen in engem Kontakt mit der Polizei. Eine Zeit lang wurden sie sogar verdächtigt, an der systematischen Misshandlung der jungen Frau beteiligt gewesen zu sein. Diese Vermutung wurde jedoch schnell widerlegt. Es wurde deutlich, dass sie zwar alarmierende Anzeichen bemerkt hatten, diese jedoch nie als etwas Ernstes angesehen hatten.
Sie hofften weiterhin, dass die Ehe einen positiven Einfluss auf ihren Sohn haben würde. Doch 4 Monate nach der Hochzeit wurde Angie ermordet. Die Nachbarn lieferten der Familie viele wertvolle Informationen. Sie hatten gesehen und gehört, dass es bei dem jungen Paar ständig zu Konflikten kam. Es gab Gerüchte, dass sie sich gegenseitig unterdrückten. Der direkte Nachbar berichtete, dass er den letzten Streit einige Tage vor dem Mord gehört habe. Jared und Angie stritten sich fast jeden Tag, mit nur wenigen Ausnahmen. Es war offensichtlich, dass es sich um eine äußerst toxische Beziehung handelte. Besorgte Menschen wollten sich zu dieser Tragödie äußern. Die Leute betonten die kulturellen Unterschiede zwischen Migranten und amerikanischen Einheimischen. Sie sprachen davon, dass eine schnelle Entwicklung einer Beziehung zwischen jungen Menschen, die innerhalb kurzer Zeit zur Heirat führt, ebenfalls als alarmierendes Zeichen gewertet werden könne. Allerdings konnte diese Diskussion nichts mehr ändern. Trotz des Geständnisses blieb bis zum Schluss unklar, was den jungen Mann zu dem Mord und der Abtrennung des Kopfes vom Körper veranlasst hatte. Man ging davon aus, dass Suchtprobleme und psychische Probleme dabei eine große Rolle gespielt hatten. Mit neuer Kraft begann die Diskussion über Möglichkeiten der Früherkennung solcher Probleme sowie über geeignete Gegenmaßnahmen. Jared Dicus wartete hinter Gittern auf die Anhörung. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie werde die strengste Strafe nach texanischem Recht anstreben, was die Todesstrafe bedeutete. Die Verteidigung begann sofort, das Verhalten des jungen Mannes auf Unzurechnungsfähigkeit zurückzuführen. Offensichtlich versuchte der Anwalt, diese Taktik auszuspielen. Der Verteidiger und einige Experten vermuteten, dass Jared unter psychischen Erkrankungen litt, die nie diagnostiziert worden waren, was indirekt bestätigt wurde. Der junge Mann war emotional instabil. Er hatte eine lange Vorgeschichte des Konsums illegaler Substanzen, möglicherweise sogar eine nicht dokumentierte psychische Erkrankung. Die Staatsanwaltschaft war jedoch der Ansicht, dass diese Taktik zum Scheitern verurteilt sei, da das Verhalten des jungen Mannes nach der Tat, seine Gelassenheit und sein Verständnis dafür, was nach dem Mord geschehen war, auf Vorsatz hindeuteten. Es stellte sich heraus, dass Jared im November 2022 festgenommen und wegen Trunkenheit am Steuer gegen Kaution freigelassen worden war. Die Staatsanwaltschaft forderte, die ursprünglich auf eine $500.000 festgesetzte Kaution zu verdoppeln. Aus Angst, dass ein solch gefährlicher Mensch auf freien Fuß gelangen könnte, stimmte der Richter zu und erhöhte die Kaution. Jared blieb hinter Gittern. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens wurde der 23-jährige Jared zu 40 Jahren Freiheitsentzug verurteilt, mit der Möglichkeit, nach 20 Jahren Haft im Jahr 2043 erstmals Bewährung zu beantragen. Angies Angehörige trauerten weiterhin in Nicaragua. Dank einer Spendenaktion konnten sie zumindest die Leiche der jungen Frau zurückholen. Die Mutter gab einem Fernsehsender ihrer Stadt ein Interview auf Spanisch. Unter Tränen beschrieb die Frau ihre Tochter als eine sehr verantwortungsbewusste und fröhliche Person, die alles für ihre Familie getan habe. Sie arbeitete unermüdlich in den USA und schickte dabei ständig Geld nach Hause. Die verstorbene junge Frau träumte davon, Krankenschwester zu werden. Am meisten sorgte sie sich um den Zustand ihrer Tante, die an Krebs litt und keine Möglichkeit hatte, die Krankheit zu bekämpfen. Dieser Frau bei der Behandlung zu helfen, war eines der Ziele ihrer Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Geschichte von Angie Diaz hat gezeigt, wie verletzlich ein unsicherer Migrationsstatus einen Menschen machen kann. Die junge Frau war durch Sprachbarrieren eingeschränkt, konnte sich nicht angemessen verteidigen und nicht einmal die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden in Anspruch nehmen. Jareds Familie litt stark unter seinen Taten. Den Eltern wurden Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit vorgeworfen, doch sie konnten nur hilflos die Hände heben. Die Dicus-Familie behauptete damals und behauptet bis heute, dass sie unter keinen Umständen hätten ahnen können, dass ihr Sohn zu dem grausamsten Verbrechen in der gesamten Geschichte des Walker County fähig sein würde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Chris Lyons suchte nach seiner jüngeren, 18-jährigen Schwester Ashley, nachdem diese nicht mehr auf Anrufe reagierte. Die Familie Lyons lebte in Stamping Ground, einem Ort mit weniger als 1000 Einwohnern. Es schien ein guter Ort für das Familienleben zu sein. Doch was am 7. Januar 2004 geschah,
veränderte das Leben der Familie Lyons für immer. Ashley Renee. Lyons wurde am 21. Juli 1985 geboren. Sie war das jüngste von 3 Kindern ihrer Eltern. Ashley stammte aus der Stadt Scott und war Mitglied der Sitgrove Baptist Church. Sie schloss 2003 die High School ab, wo sie sich sehr aktiv im Programm Future Farmers of America engagierte. Dies ist eine dynamisch wachsende Jugendorganisation, die Leben verändert und ihre Mitglieder auf Führungsaufgaben und persönlichen beruflichen Erfolg vorbereitet. Ashleys Bruder Chris war nur 1 Jahr älter. Sie hatten eine kleine Autowerkstatt. Sie bauten ihr Geschäft aus und reparierten nicht nur Autos, sondern alles, was einen Motor hatte. Ashley liebte schnelle Autos sehr. Bobby Gibson, Ashleys bester Freund, wusste, dass Autos nicht das Einzige waren, was die junge Frau interessierte. Sie war in Roger Magby verliebt. Die beiden Verliebten trennten sich kurz nach dem Abschlussball, blieben aber enge Freunde. Trotz der Trennung hielt Ashley Roger weiterhin für den Besten. Sie freute sich, als sie die Highschool abschloss und glaubte, dass ein besseres Leben auf sie wartete. Doch das Leben junger Menschen verläuft nicht immer so, wie sie es planen. Ashley erfuhr, dass sie schwanger war und Roger der Vater ihres Kindes war. Sie machte daraus vor ihrer Familie keinen Hehl. Alle unterstützten sie und freuten sich auf das Baby. Doch der 7. Januar 2004 veränderte das Leben vieler Menschen. Der Tag begann wunderbar, endete jedoch tragisch. Beim Arzttermin erfuhr Ashley, dass sie einen Sohn bekommen würde. Sie war überglücklich und teilte diese Neuigkeit ihrer Mutter Carol mit. Sie hatte sogar schon einen Namen ausgesucht und wollte ihren Sohn Landon nennen. Ashley konnte es kaum erwarten, diese großartige Neuigkeit mit allen zu teilen. Nachdem sie ihrer Mutter das Ultraschallbild gezeigt hatte, duschte sie, schminkte sich und frisierte sich. Ashley sagte ihrem Bruder Chris und ihrer Mutter, dass sie nach Lincoln fahren würde, das etwa 20 Meilen von ihrem Zuhause entfernt lag und das Ashley in etwa 35 bis 40 Minuten erreichen würde. Sie sagte, sie wolle sich mit Roger und seinen Eltern in einem Restaurant vor Ort treffen. Ashley wollte ihnen das Ultraschallbild zeigen. An diesem Abend war es kalt und für die Nacht war Schnee angesagt. Carol schlug ihrer Tochter vor, das Auto zu nehmen, doch diese lehnte ab und sagte, sie sei nur kurz weg und werde vor dem Schneefall zurück sein. Als Carol an diesen Tag zurückdachte, sagte sie, dass die letzten Worte, die sie an diesem Tag von ihrer Tochter gehört hatte, lauteten: »Ich liebe dich, Mama. Ich bin bald wieder da.« Doch leider veränderte diese Nacht das Leben der Familie Lyons für immer. Nach dem Abendessen hörten sie, wie das Telefon in ihrem Haus klingelte. Chris nahm den Hörer ab und hörte Rogers Stimme, der fragte: »Ist Ashley zu Hause?« Chris antwortete, dass sie bereits weg sei. Roger sagte, er könne sich nicht mit Ashley treffen. Er sagte, er habe sie angerufen, aber sie habe seine Anrufe nicht beantwortet. Chris vermutete, dass Ashley ihr Handy im Auto gelassen hatte und sich auf den Weg ins Restaurant gemacht hatte. Die Zeit verging, aber niemand konnte Ashley erreichen. Ihre Mutter rief sie mehrmals an, doch sie ging nicht ran. Es war bereits 20 Uhr und Ashley war immer noch nicht zu Hause, obwohl sie versprochen hatte, nicht zu spät zu kommen. Gegen 21 Uhr rief Carol Rogers Mutter an und sagte, dass Ashley nach dem Treffen mit ihnen nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Die Antwort der Frau überraschte Carol und beunruhigte sie noch mehr. Sie sagte, dass sie Ashley an diesem Tag nicht gesehen hätten, da das Treffen abgesagt werden musste. Carol war entsetzt. Wenn ihre Tochter nicht im Restaurant war, wo war sie dann? Carol hatte ein ungutes Gefühl. Ihr schossen verschiedene Gedanken durch den Kopf, während sie versuchte herauszufinden, wo ihre Tochter war und ob es ihr gut ging. Gegen 22 Uhr beschlossen Chris und sein Vater, dass sie nicht einfach herumsitzen und warten konnten und machten sich auf die Suche nach Ashley. Sie wussten, in welchem Restaurant sich die junge Frau mit Roger und dessen Eltern treffen sollte. Als sie dort ankamen, sahen sie Ashleys Auto nicht. Sie suchten mehrere Stunden lang nach ihr, aber sie war nirgends zu sehen. Irgendwann beschloss Chris, im Scott County Park vorbeizuschauen, da er wusste, dass seine Schwester diesen Ort mochte. Sie fütterte dort ständig die Enten und ging oft mit Roger dorthin, als sie noch ein Paar waren. Der Park lag etwa 10 Meilen von Ashleys Zuhause entfernt. Als sie durch den Park fuhren, sahen Chris und sein Vater ein Auto, das Ashleys Auto ähnelte. Der Motor lief und die Scheinwerfer waren an.
Als sie näher kamen, stellten sie fest, dass es tatsächlich Ashleys Auto war. Es ist schwer vorstellbar, welche Gedanken ihnen in diesem Moment durch den Kopf gingen. Chris rannte zum Auto und sah, dass das Fenster auf der Fahrerseite heruntergelassen war. Ashley saß mit gesenktem Kopf im Auto. Sie war angeschnallt und reagierte auf nichts. Chris öffnete die Tür und begann, Ashley zu schütteln. Er hoffte, dass sie nur ohnmächtig geworden war. Der junge Mann schaute auf seine Hand und sah Blut. Er rief sofort den Notruf an. Leider war Ashley zu diesem Zeitpunkt bereits tot und die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Kurz darauf erhielt Carol, Ashleys Mutter, die schlimmste Nachricht ihres Lebens. Sie konnte nicht glauben, dass ihre Tochter nicht mehr da war. Während Ashleys Familie in Trauer versunken war, trafen die Ermittler am Tatort ein. Ihre Leiche blieb im Auto, bis die Polizei den Tatort auf mögliche Spuren untersucht hatte. Was den Ermittlern am Tatort als erstes auffiel, war, dass der Motor lief, das Radio und die Heizung eingeschaltet waren und die Fahrertür offen stand. Die Todesursache war schnell geklärt. Auf dem Boden neben dem Auto lagen 3 9mm Hülsen. Ashley wies Schussverletzungen an Kopf und Hals auf. Die Polizei durchsuchte den Park, konnte die Tatwaffe jedoch nicht finden. Die Tatsache, dass jemand durch das geöffnete Seitenfenster auf Ashley geschossen hatte, sprach Bände. In dieser Nacht war es kühl und die Tatsache, dass das Fenster heruntergelassen war, weckte Misstrauen. Die Haltung, in der Ashley saß, deutete darauf hin, dass sie nicht versucht hatte, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Als die Ermittler alle Hinweise zusammenfügten, kamen sie zu dem Schluss, dass sie den Mann kannte, der auf sie geschossen hatte. Es war kalt und die Heizung in ihrem Auto war eingeschaltet. Das bedeutete, dass die junge Frau das Fenster heruntergelassen hatte, als sich jemand ihrem Auto näherte. Derjenige, der auf sie geschossen hatte, stand neben der Fahrertür. Ihre Handtasche, ihr Portemonnaie und ihr Handy befanden sich im Auto. Die Ermittler schlossen die Möglichkeit eines Raubüberfalls sofort aus. Im Auto lagen die Ultraschallbilder verstreut und offenbar hatte Ashley sich diese in den letzten Minuten ihres Lebens angesehen. Sie war im 5. Monat schwanger, sodass der Täter nicht nur Ashley, sondern auch ihrem Sohn das Leben nahm. So etwas hatte es im Bezirk Scott zuvor noch nie gegeben. Die Öffentlichkeit forderte, dass die Polizei denjenigen finde, der so kaltblütig 2 Menschenleben ausgelöscht hatte. Die Ermittler erfuhren von Ashleys Eltern, dass sie am Tag ihres Todes vorhatte, sich mit Roger, dem Vater ihres Kindes, zu treffen. Sie sprachen mit dem jungen Mann, und er war erschüttert über den Tod von Ashley und ihrem ungeborenen Sohn. Roger gab zu, dass es in seiner Beziehung zu Ashley sowohl gute als auch schlechte Zeiten gegeben habe. Als sie jedoch von ihrer Schwangerschaft erfuhr, hatten sich die beiden bereits getrennt. Roger weinte, als er mit den Ermittlern sprach. Der junge Mann hatte keine Ahnung, wer seiner Ex-Freundin so etwas antun könnte. Er wurde zur Vernehmung vorgeladen. Als Roger zu den Ereignissen befragt wurde, die Ashleys Tod vorausgingen, erzählte er den Ermittlern, dass sie sich in einem Restaurant verabredet hatten, er das Treffen jedoch absagen musste, weil er andere Verpflichtungen hatte. Er wollte Ashley sagen, dass sie nicht kommen solle, doch sie ging nicht ans Telefon. Er rief zweimal an, aber sie nahm den Hörer nicht ab. Roger rief bei ihr zu Hause an und Chris nahm den Anruf entgegen. Laut Roger bat er ihn, Ashley zu sagen, sie solle ihn zurückrufen, sobald sie nach Hause komme. Rogers Schilderung stimmte mit dem überein, was Chris den Ermittlern über die Pläne seiner Schwester für diesen Abend erzählt hatte. Als Carol erfuhr, dass die Polizei Roger befragt hatte, glaubte sie nicht, dass er etwas mit diesem Verbrechen zu tun haben könnte. Carol sagte, Roger sei ein netter Kerl gewesen und sie hätten ein gutes Verhältnis gehabt. Wenn Roger bei ihnen zu Abend aß, half er immer beim Abräumen des Tisches. Er verstand sich gut mit Chris und kam oft zu Besuch, wenn er sich mit Ashley traf. Niemand glaubte, dass Roger derjenige sein könnte, der Ashley und ihrem Sohn das Leben genommen hatte. Während die Ermittler nach Beweisen und einem Verdächtigen suchten, versuchte auch Ashleys Familie herauszufinden, wer das getan haben könnte. Carol fand in dem Zimmer ihrer Tochter ein Tagebuch, in dem diese ihre Erlebnisse festhielt. Beim Lesen des Tagebuchs fiel Carol auf, dass darin immer wieder ein Name auftauchte: Dina Williams. Dina war im gleichen Alter wie Ashley. Sie gingen zusammen zur Schule und fuhren mit dem Schulbus. Ashley tat Dina leid, weil sie in einer armen Familie aufgewachsen war
und immer dieselben Kleider trug. Es gab Gerüchte, dass ihre Eltern sie schlecht behandelten und sie sogar schlugen. In der 1. Klasse waren die Mädchen Freundinnen, aber wie sich herausstellte, wollte Dina alles haben, was Ashley hatte, und sogar Roger. In ihrem Tagebuch schrieb Ashley, dass sie und Dina sich mehrmals gestritten hätten. Aus diesem Tagebuch erfuhr Carol etwas, von dem sie nicht einmal geahnt hatte. Sie hatte keine Ahnung, dass Ashley und Dina Probleme in ihrer Beziehung hatten. Carol begann zu vermuten, dass Dina Williams etwas mit Ashleys Tod zu tun hatte. Nachdem Ashley und Roger sich getrennt hatten, verschwendete Dina keine Zeit und begann sofort, sich mit dem jungen Mann zu treffen. Möglicherweise machte sich Dina Sorgen wegen Ashleys Schwangerschaft. Sie wollte Roger mit niemandem teilen. Dina wollte, dass er nur ihr gehörte. Möglicherweise war es genau das, was Dina dazu getrieben haben könnte, etwas Unwiderrufliches zu tun. Carol übergab Ashleys Tagebuch den Ermittlern, damit diese alles darin Geschriebene analysieren konnten. Carol war überzeugt, dass der Schlüssel zur Aufklärung dieses Falls irgendwo auf den Seiten dieses Tagebuchs zu finden sei. Als die Ermittler Ashleys Aufzeichnungen durchgesehen hatten, interessierte sie ebenfalls, wie Ashley ihre Beziehung zu Dina beschrieben hatte. Dina Williams wurde auf die Polizeiwache gebracht. Sie bestritt jede Beteiligung an dem, was mit Ashley geschehen war. Dina arbeitete in einer Bank und nach ihren Angaben fand an dem Abend, als das Verbrechen geschah, eine Firmenfeier statt. Sie hatte ein Alibi. Dina versuchte nicht, ihre Einstellung gegenüber Ashley vor den Ermittlern zu verbergen. Es gefiel ihr nicht, dass Ashley schwanger war. Die Tatsache, dass Dina angesichts von Ashleys Tod kaum Gefühle zeigte, reichte jedoch nicht aus, um Anklage gegen sie zu erheben. Nach dem Gespräch ließen die Ermittler sie nach Hause gehen. In der Zwischenzeit trafen die Ergebnisse der ballistischen Untersuchung ein. Die Experten analysierten die Lage von Ashleys Wunden, die Position, in der sie gefunden wurde, und die Lage der Patronenhülsen. Der Winkel, in dem die Kugeln in den Körper der jungen Frau eindrangen, ermöglichte es, die ungefähre Größe des Schützen zu bestimmen. Sie schätzten, dass der Täter etwa 178 Zentimeter groß war. Dina Williams war 165 Zentimeter groß. Daher galt es als unwahrscheinlich, dass sie selbst auf Ashley geschossen hatte. Dina hatte jedoch einen Zwillingsbruder, Thomas Williams, dessen Größe der vermuteten Größe des Täters entsprach. Gerüchten zufolge hatte Thomas einige Monate vor Ashleys Tod mehrere Personen danach gefragt, wie man eine Fehlgeburt herbeiführen könne. Es wurde auch berichtet, dass Thomas alles tat, worum seine Schwester ihn bat. Die Ermittler wurden darauf aufmerksam und befragten Thomas Williams, doch er bestritt alles. Es gab keine Beweise, die auf seine Beteiligung an dem Verbrechen hindeuteten, weshalb er freigelassen wurde. Während die Polizei alle ihr vorliegenden Beweise sammelte, um den Täter zu finden, wollten die Einwohner der Stadt etwas tun, um ihre Unterstützung für Ashleys Familie zum Ausdruck zu bringen. Sie richteten eine improvisierte Gedenkstätte mit Blumen, Stofftieren und Kerzen ein. Jemand brachte 2 Stühle mit, auf einem stand Ashleys Name, auf dem anderen der ihres Sohnes. Während die Ermittler nach neuen Hinweisen suchten, bereitete sich Ashleys Familie auf die Beerdigung vor. Man kann sich kaum vorstellen, was sie durchmachen mussten, denn sie hatten gleich 2 Menschen verloren. Bei der Obduktion wurde ihr ungeborener Sohn geborgen. Die junge Mutter und ihr Sohn wurden in einem Sarg beigesetzt. Die Tatsache, dass der Täter noch auf freiem Fuß war, traf die Familie Lyons noch schwerer. Für Hinweise, die zur Festnahme desjenigen führen würden, der ihrer Tochter das Leben genommen hatte, setzte Ashleys Familie eine Belohnung von $3.000 aus, die schließlich auf $5.000 erhöht wurde. Die Menschen begannen, bei der Polizei anzurufen und alles zu berichten, was ihrer Meinung nach den Ermittlungen helfen könnte. Daraufhin rief eine Frau an, deren Fenster auf den Park hinausgingen, in dem Ashley erschossen worden war. Sie teilte mit, dass sie den Täter möglicherweise gesehen habe. Als sie am Fenster stand, sah die Frau, wie jemand aus dem Park rannte und über den Zaun sprang. Dann rannte die Person, die sie gesehen hatte, zu einem roten Pickup, dessen Motor lief, und setzte sich auf den Beifahrersitz. Einen Augenblick später raste der Pickup davon. Nach Angaben der Zeugin handelte es sich um einen roten Chevrolet Pickup. Sollte der Mann, den die Frau gesehen hatte, tatsächlich etwas mit Ashleys Tod zu tun haben, mussten die Ermittler nicht nach einem, sondern nach mindestens 2 Tätern suchen. Derjenige, der am Steuer des roten Pickups saß, könnte ein Komplize gewesen sein.
Als sie von dem roten Pickup hörten, wussten alle, die Ashley kannten, sofort, wer dahinter steckte. Roger, ihr Ex-Freund und Vater ihres ungeborenen Kindes, besaß ein solches Fahrzeug. Die Polizei beschlagnahmte Rogers Pickup sofort. Sie durchsuchten ihn gründlich, fanden darin jedoch keine Beweise. Roger weigerte sich, mit den Ermittlern zu sprechen, und es gab keine Beweise gegen ihn. Da die Polizei jedoch wusste, dass mindestens 2 Personen in das Verbrechen verwickelt waren, kamen sie zu einer offensichtlichen Schlussfolgerung. Wem gefiel Ashley nicht? Wer war unzufrieden mit ihrer Schwangerschaft? Wer wäre froh gewesen, wenn Ashley verschwunden wäre? Außer Roger gab es nur eine Person, die sich das wünschen könnte. Und diese Person war Dina Williams. Genau aus diesem Grund beschlossen die Ermittler, noch einmal mit Dina und ihrem Bruder Thomas zu sprechen. Thomas wurde als erster befragt. Bei seiner ersten Befragung durch die Polizei hatte der junge Mann alles abgestritten, doch nun, da er erfuhr, dass ein Augenzeuge Rogers Pickup am Tatort gesehen hatte, wurde er gesprächiger. Als man ihn fragte, ob er wisse, wer auf Ashley Lyons geschossen habe, antwortete er sofort und ohne zu zögern, dass es Roger Magby gewesen sei. Thomas Williams schloss schließlich einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, um eine mildere Strafe zu erreichen. Er gestand, dass er Roger die Pistole gegeben hatte und dass es Roger war, der Ashley erschossen hatte. Thomas erzählte den Ermittlern außerdem, dass Roger die Pistole nach Ashleys Tod in den Elron Creek geworfen hatte. Die Polizei brauchte lange, um die Tatwaffe zu finden. Eine 6-stündige Suche mit Tauchgängen war schließlich von Erfolg gekrönt. Eine ballistische Untersuchung bestätigte, dass die von der Polizei gefundene Pistole die Tatwaffe war. Die Ermittler wussten, dass nicht Dina auf Ashley geschossen hatte, da sie nicht der Körpergröße des Täters entsprach. Dennoch wurde sie erneut verhört, und sie gab zu, dass sie am Abend, als Roger die Tat begangen hatte, die Fahrerin des Pickups gewesen war. Die Polizei verhaftete Roger Magby, Dina Williams und ihren Zwillingsbruder Thomas Williams. Es stellte sich heraus, dass Roger nicht wollte, dass Ashley ein Kind bekam. Aber Ashley war glücklich. Sie wollte Mutter werden und ihre Familie unterstützte sie in ihrer Entscheidung, das Kind zur Welt zu bringen. Roger schmiedete einen hinterhältigen Plan. Er lud Ashley ein, sich mit ihm und seinen Eltern in einem Restaurant zu treffen, um sie in den Scott County Park zu locken. Dina Williams fuhr ihn dorthin und er näherte sich Ashleys Auto mit einer Pistole in der Hand. Als Ashley den Vater ihres zukünftigen Kindes sah, kurbelte sie das Fenster herunter und kramte in ihrer Handtasche nach den Ultraschallbildern. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass auf sie geschossen werden würde. Roger drückte 3-mal ab und nahm damit Ashley und seinem eigenen ungeborenen Sohn das Leben. Dann rannte er aus dem Park, stieg in den Pickup und befahl Dina, Gas zu geben. Unterwegs hielten sie an und entsorgten die Pistole, indem sie in den Fluss warfen. Als bekannt wurde, wer hinter diesem Verbrechen steckte, waren die Einwohner der Stadt schockiert. Sie hätten nicht erwartet, dass jemand aus ihrem Bekanntenkreis zu einem so grausamen Mord fähig wäre. Beängstigend war die Tatsache, dass mehrere Personen darin verwickelt waren. Roger Magby bekannte sich nicht schuldig. Bei der Vorbereitung des Gerichtsverfahrens im Fall Magby unterlief den Behörden ein Fehler, der letztlich das Urteil beeinflusste. Thomas Williams wurde wegen Beteiligung an der Straftat zu 7 Jahren Haft verurteilt. Thomas gab zu, von Roger eine Belohnung in Höhe von $11.000 dafür angenommen zu haben, Ashley Lyons Schaden zuzufügen, um eine Fehlgeburt herbeizuführen. Dies wurde jedoch nie vollzogen, woraufhin Thomas sich bereit erklärte, Roger die Pistole zu geben, mit der der Mord begangen wurde. Im Jahr 2005 bekannte sich Dina Williams schuldig. Im Rahmen des Plädoyerabkommens empfahlen die Staatsanwälte für Williams eine Haftstrafe von 20 Jahren mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung nach 17 Jahren. Während des Gerichtsverfahrens wollten die Staatsanwälte mehrere Zeugen aufrufen, die behaupteten, gehört zu haben, wie Williams gesagt habe, sie wünsche sich Ashleys Tod, sich verschworen und $11.000 gezahlt habe, um bei Ashley eine Fehlgeburt auszulösen, indem sie schlagen lasse. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft griffen Williams und Magby zu radikaleren Maßnahmen, nachdem ihre ursprünglichen Pläne gescheitert waren. Dina gab an, mehrere Schüsse gehört zu haben, als sie im Park auf Roger wartete, wusste aber nicht, was genau passiert war. Als sie erahnte, was vorgefallen war, traute sie sich nicht, zur Polizei zu gehen,
da Roger sie schlecht behandelte und sie schlagen könnte. Williams sagte, sie bedauere zutiefst, was geschehen sei, und mache sich große Sorgen um die Familie Lyons. Magbys Eltern, Roger Sr. und Rita, sagten jedoch, Williams habe gelogen. Die Eltern sagten, dass Dina eifersüchtig auf ihren Sohn wegen Ashley gewesen sei und einem Plädoyerabkommen zugestimmt habe, um einen Ausweg aus der Situation zu finden. Roger Sr. sagte, als sie von Ashleys Tod erfuhren, sei ihr Sohn geschockt gewesen, während Dina unbeeindruckt geblieben sei. Im August 2005 verurteilte das Gericht Dina Williams zu 20 Jahren Haft. Sie wurde 2021 auf Bewährung vorzeitig entlassen. In ihrer Erklärung wies Williams darauf hin, dass sie im Gefängnis an verschiedenen Programmen teilgenommen habe, darunter ein Programm zum Umgang mit Wut und Rechtskurse. Roger hatte sich nach seiner Verhaftung des Mordes nicht schuldig bekannt. Die Geschworenen befanden ihn für schuldig, doch es gelang ihm, die Aufhebung des Urteils durch den obersten Gerichtshof von Kentucky zu erwirken, da ein Gefängnisinformant bei der Befragung von Roger über die Schießerei die Grenzen des Zulässigen überschritten hatte. Der oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Staatsanwaltschaft unrechtmäßig erlangte Beweise verwendet hatte und hob das Urteil auf. Im Jahr 2009 wurde Roger erneut vor Gericht gestellt und dieses Mal bekannte er sich schuldig, an dem Mord mitgewirkt und Beweise gefälscht zu haben. Das Gericht verurteilte ihn zu 20 Jahren Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nach 16 Jahren. Die Anhörung zur vorzeitigen Entlassung von Roger Magby fand im Dezember 2023 statt. Sein Antrag wurde abgelehnt und derzeit befindet er sich noch immer im Gefängnis. Zu Ehren von Ashley Lyons wurde im Scott County Park, wo sie ermordet wurde, ein Garten mit keramischen Engelsstatuen eröffnet. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Heute geht es um ein schönes und wohlhabendes Paar, den Amerikaner Joseph und die Russin Olga Connell. Sie hatten geheiratet und waren auf die Jungferninseln gereist, um dort eine unvergessliche Hochzeitsreise am Meer zu genießen. Der Ort war wahrhaft paradiesisch und das Leben schien perfekt. Doch die Frischvermählten ahnten nicht, wie sich alles entwickeln würde. Die Familie Connell lebte in der Kleinstadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, unweit von Philadelphia. Die Familie hatte 3 Kinder. Die Eltern ließen sich später scheiden. Die Kinder blieben bei ihrer Mutter. Das älteste Kind hieß John, das mittlere Joseph und die jüngste Tochter Kelly. In ihrer Kindheit verstanden sich die Geschwister nicht besonders gut, aber als sie älter wurden, fanden sie zueinander. Die Mutter beschloss, ihr Glück erneut zu versuchen und heiratete wieder. Der Stiefvater behandelte die Kinder wie seine eigenen und die Familie war sehr harmonisch. Die Familie Connell lebte in einer ruhigen, beschaulichen Gegend. Sie waren recht wohlhabend. Der mittlere Sohn der Familie, Joseph, wuchs zu einem klugen und aktiven Jungen heran. Er widmete viel Zeit seiner Bildung, war daher kontaktfreudig und der Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Die Menschen fühlten sich zu ihm hingezogen und er stand immer im Mittelpunkt. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte sich Joseph ernsthaft an die Arbeit. Zusammen mit seinem besten Freund Christopher gründete er eine Autowerkstatt mit einem Autoteilegeschäft. Da er schon seit seiner Kindheit Autos liebte und den ganzen Tag in der Garage verbrachte, entwickelte sich das Geschäft erfolgreich und brachte den Partnern ein stabiles, hohes Einkommen ein. Doch in seinem Privatleben lief es weniger gut. Joseph gelang es nicht, eine ernsthafte Beziehung aufzubauen. Seine Familie wünschte ihm Glück und versuchte zu helfen, doch alles war vergeblich. In seiner Verzweiflung meldete sich der junge Mann auf einer Dating-Website an und lernte dort eine junge Frau aus Russland namens Olga kennen, die kürzlich in die USA gezogen war. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits über 30 Jahre alt und auf der Suche nach Glück. Die beiden fanden schnell eine gemeinsame Sprache und begannen, sich intensiv zu schreiben. Joseph hätte nie gedacht, dass diese Frau ihm so den Kopf verdrehen würde. Sie waren sich durch den Briefwechsel so nahe gekommen, dass Joseph sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnte. Jetzt wollte er nur noch eines: Olga im echten Leben sehen. Joseph lud sie zu sich ein. Bei ihrem persönlichen Treffen bezauberte ihn die junge Frau noch mehr.
Sie war sehr zart, besonnen und hatte ein umgängliches Wesen. Es schien, als hätte er endlich seine große Liebe gefunden, und das Gefühl war gegenseitig. Auch Olga gefiel der Amerikaner Joseph, und sie war bereit, die Beziehung fortzusetzen. Josephs Familie unterstützte ihn. Olga eroberte alle sofort mit ihrer Sanftheit und Güte. Dabei spürte man, dass sie eine starke Persönlichkeit war und in der Lage war, alle Schwierigkeiten zu meistern und ihren Mann zu unterstützen. Sie schienen das perfekte Paar zu sein. Josephs Angehörigen schienen, als sei sie die einzige, für die er sich niederlassen könnte. Joseph beschloss, sie zu heiraten. Da begannen die ersten Schwierigkeiten. Der erste Streitpunkt war der Ring, den der junge Mann ihr zur Verlobung schenken wollte, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Er sollte etwas Besonderes sein. Joseph wandte sich an seine Mutter, um den Familienring zu bekommen. Es handelte sich um ein kostbares Schmuckstück mit Diamanten, ein echtes Familienerbstück. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Schmuckstück bereits seiner Tochter Kelly geschenkt worden. Die Schwester hatte vor Joseph geheiratet. Nun konnte die Mutter den Ring nicht einfach so von ihrer Tochter zurückholen, doch um ihres geliebten Sohnes willen beschloss sie zu handeln. Die Frau bat ihre Tochter unter einem Vorwand um den Ring, angeblich um ihn zur Reinigung zu bringen. In Wirklichkeit wurde der Ring einem Juwelier übergeben. Dieser ersetzte die Steine durch Zirkonia, woraufhin der Ring an Kelly zurückgegeben wurde, während die Diamanten in eine neue Fassung des Verlobungsrings eingesetzt wurden, den man Olga schenkte. Anschließend sollte man die Zirkonia wieder durch die echten Diamanten ersetzen und die Edelsteine wieder in den Ring der Schwester einsetzen. Der Mann hoffte, dass niemand etwas bemerken würde. Niemand hatte vor, Kelly zu täuschen. Man plante, ihr später alles zurückzugeben. Doch die Schwester bemerkte den Betrug früher und war so gekränkt über ihre Mutter, dass sie sogar aufhörte, mit ihr zu sprechen. Mit Joseph kam es zu einem Konflikt. Beim ersten Treffen beleidigten sie sich gegenseitig. Es schien, als würden Bruder und Schwester sich hassen. Die Hochzeitszeremonie fand auf den Jungferninseln im engsten Kreis ihrer Vertrauten statt. Die Schwester des Bräutigams war bei der Zeremonie nicht anwesend. Sie war immer noch sauer auf das Brautpaar. Kelly schickte Olga einige unangenehme Nachrichten, in denen sie ihren Verlobungsring ansprach. Olga verstand nicht, worum es ging. Sie wusste nichts von dem Austausch. Nach diesen Nachrichten verschärfte sich der Konflikt zwischen Bruder und Schwester. Das Paar verbrachte seine Flitterwochen in der Karibik. Dort erholten sie sich, gingen schwimmen und genossen einander, das Meer und die Sonne. Das Paar fuhr mit einer Yacht und probierte neue Gerichte. Die wohlhabenden Frischvermählten gönnten sich während der Reise alles. Nach der Rückkehr von den Flitterwochen wurde Olga Verwaltungsleiterin in der Autowerkstatt ihres Mannes. Zuvor hatte sie im Finanzbereich gearbeitet und kannte sich im Geschäftsleben aus, weshalb sie vorhatte, ihrem Mann bei der Führung seiner Geschäfte zu helfen und sein Unternehmen in Zukunft auszubauen. Die Frischvermählten kauften sich für eine stattliche Summe ein brandneues Mercedes-Cabriolet. Es schien, als würde ihr Leben gerade erst an Fahrt gewinnen und ein luxuriöses, abenteuerreiches Leben vor ihnen liegen. Joseph stritt sich nach wie vor ständig mit Kelly. Es schien, als könne seine Schwester seine unwürdige Tat nicht vergessen und weder ihm noch ihrer Mutter vergeben. Kelly verstand nicht, warum sich alle so sehr auf diesen Ring fixierten und ihn ausgetauscht hatten. Bruder und Schwester sowie die Mutter sprachen kaum miteinander, sondern stritten sich nur, wenn sie sich begegneten. Einige Wochen nach der Hochzeit brach jemand in das Haus des frisch vermählten Paares ein, während Olga und Joseph bei der Arbeit waren. Die Einbrecher stahlen den Schmuck, doch der unglückselige Ring blieb an Olgas Finger, weshalb er nicht entwendet wurde. Joseph wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen zum Einbruch begannen. Der Mann vermutete, dass seine Schwester darin verwickelt war, die den Ring zurückhaben wollte. Er erzählte seinen Angehörigen sogar, dass Kelly dafür verantwortlich sei, falls ihm etwas zustoßen sollte. Doch am Tatort wurden keine Spuren gefunden und es kam zu keiner Anklage. Die Ermittler gingen davon aus, dass in diesem Fall ein Profi am Werk war, der alles makellos sauber erledigt und keine Spuren hinterlassen hatte. Sie zogen Kellys Beteiligung an dem Diebstahl nicht in Betracht, doch bald darauf ereignete sich im Haus der Familie Connell ein neues Verbrechen.
3 Monate nach der Hochzeit, am 23. September 2013, wurde das Paar in der Nähe ihres Hauses in Wilmington erschossen. Gegen 2 Uhr morgens ging ein Anruf beim Notruf ein. Ein Zeuge meldete, dass das Ehepaar in der Nähe der Wohnanlage Paladin Club angeschossen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt lebte Olga noch. Polizisten und Sanitäter eilten zum Tatort und leisteten Hilfe. An Olgas Körper wurden mehrere Schussverletzungen festgestellt, darunter eine im Gesicht. Die Rettungssanitäter brachten sie ins Krankenhaus. Die eintreffenden Polizisten setzten ihre ganze Hoffnung auf die Überlebende, die ihnen Hinweise geben könnte. Sie baten sie, den Namen des Angreifers zu nennen, zumindest einen Hinweis zu geben. Sie stellten der Frau Fragen, doch Olga reagierte nicht. Trotz aller Bemühungen und der geleisteten Hilfe verstarb Olga auf dem Weg ins Krankenhaus. Nicht weit vom Leichnam des ersten Opfers wurde auch das zweite gefunden. Josef lag im Gebüsch. Sein Körper war von Kugeln durchsiebt. Kugeln wurden in Türen und Fenstern gefunden. Es entstand der Eindruck einer chaotischen Schießerei. Die Polizisten stellten sofort fest, dass zuvor in ihrem Haus ein Raubüberfall stattgefunden hatte. Dieser Vorfall hätte mit den Einbrechern in Verbindung stehen können, die im Haus nach etwas Wertvollem gesucht hatten. Doch nachdem sie alle Details des Vorfalls untersucht und analysiert hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Einbruchsversuch handelte. Das Paar war auf dem Heimweg, und die Eheleute wurden absichtlich von hinten angegriffen, als sie aus der Bar zurückkehrten. Es schien, als sei das Ziel der Täter tatsächlich der Mord gewesen. Vor Ort wurden alle versammelten Zeugen und Nachbarn der Opfer befragt. Viele hatten eine Reihe von Pistolenschüssen gehört, aber niemand hatte das Geschehen mit eigenen Augen gesehen. Niemand konnte Hinweise geben oder das Aussehen der Angreifer beschreiben. Einige Augenzeugen berichteten von männlichen und weiblichen Schreien kurz vor Beginn der Tat. Es schien, als habe es zwischen den Angreifern und dem Ehepaar einen Konflikt gegeben, der schließlich mit Schüssen endete. An jenem verhängnisvollen Tag wurde Olgas Geburtstag gefeiert. Sie wurde 39 Jahre alt. Zu der Feier hatten sich das Ehepaar, ihre Freunde und einige Mitglieder von Josephs Familie versammelt. Sie verbrachten eine fröhliche Zeit, und bereits in der Nacht machten sich die erschöpften Eheleute auf den Heimweg. Joseph und Olga parkten ihr Cabrio in der Nähe der Wohnanlage und gingen zum Eingang, ohne zu ahnen, was ihnen gleich widerfahren würde. Am Tatort fanden die Kriminaltechniker mehrere Patronenhülsen von 2 verschiedenen Waffen. Vor diesem Hintergrund gingen die Ermittler davon aus, dass es mindestens 2 Angreifer gab. Es schien unwahrscheinlich, dass ein einzelner Täter aus verschiedenen Pistolen geschossen hätte, zumal etwa 25 Kugeln auf die Opfer abgefeuert worden waren. Möglicherweise waren es mehrere Täter, und sie handelten mit großer Sicherheit. Die Version eines Raubüberfalls wurde sofort verworfen, da den Opfern nichts gestohlen worden war. Alle Wertsachen blieben an Ort und Stelle. Dabei hatten sie eine Brieftasche mit einer großen Geldsumme bei sich, in der Handtasche der Frau befand sich ein Telefon und an ihrem Finger der teure Verlobungsring im Wert von über $20.000. Nach der Analyse aller Umstände des Vorfalls kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass in der Nähe des Hauses ein Hinterhalt für das Ehepaar vorbereitet worden war. Man hatte auf sie gewartet. Die Connells wurden in der Nähe ihres Hauses aufgespürt und mit Kugeln durchsiebt, um ihnen keine Überlebenschance zu lassen. Die Connells schienen ein glückliches, frisch vermähltes Paar zu sein, das niemandem etwas zuleide getan hatte. Wer also könnte dieses Verbrechen begangen haben und was war das Motiv? Die Ermittler wandten sich an Josephs Angehörige und befragten alle. Zunächst sprachen sie mit der Mutter des Mannes und seinem Stiefvater. Josephs Eltern waren der Meinung, dass das Paar keine Feinde hatte, die sie töten wollten. Das Ehepaar hatte nie von Problemen oder Feindschaften mit anderen erzählt. Sie genossen ihr glückliches Leben, schmiedeten Pläne und wollten ihr Geschäft ausbauen. Dennoch war allen Angehörigen bekannt, dass Joseph kürzlich wegen eines Rings in einen Konflikt mit seiner Schwester geraten war. Auch die Ermittler erfuhren davon. Einige Verwandte glaubten sogar, dass Kelly so wütend auf sie gewesen sei, dass sie Auftragskiller angeheuert haben könnte, um ihren Bruder und dessen Frau wegen des Rings zu töten. Dabei war das Schmuckstück nicht vom Finger entfernt worden, was unlogisch erschien. Diese Version galt es zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Josephs Schwester Kelly eine der ersten am Tatort war.
Die Frau erklärte dies damit, dass sie schnell herbeigeeilt sei, als sie von der Tragödie erfahren habe, obwohl sie sich am anderen Ende der Stadt befunden hatte. Kelly war wegen des Todes eines nahestehenden Menschen zutiefst erschüttert. Die Schwester sprach bereitwillig mit den Ermittlern und versuchte, bei den Ermittlungen zu helfen. Die Frau fuhr sofort zur Polizeiwache und erzählte dort bei der Befragung offen von ihrem Konflikt mit ihrem Bruder wegen des Rings. Dabei erzählte die Schwester ehrlich alles, verschwieg nichts und zeigte sogar den Schriftverkehr mit den wütenden Nachrichten, die sie sich gegenseitig geschickt hatten, sowie ihre Kommunikation mit Olga. Aus den Nachrichten ging hervor, dass Joseph und seine Frau die Schwester eines früheren Raubüberfalls verdächtigten und Angst vor ihr hatten, doch diese bestritt jegliche Verbindung zu dem Diebstahl. Nun versuchte Kelly, alle davon zu überzeugen, dass sie nichts mit dem Mord an ihrem Bruder und seiner Frau zu tun hatte. Dabei hatte Kelly kein Alibi, das man hätte bestätigen können, um sie aus der Liste der Verdächtigen zu streichen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte man herausgefunden, dass vom Tatort flüchtende Männer gesehen worden waren und man Männerstimmen gehört hatte. Das schwächte den Verdacht gegen Josephs Schwester. Außerdem erfuhren die Ermittler, dass Kelly kurz vor der Tragödie eine schwere medizinische Behandlung durchlaufen hatte. Sie erholte sich nur mühsam davon. Es schien, als hätte die Frau nicht einmal die Kraft gehabt, einen Mord zu planen und auszuführen, doch man schloss sie nicht vollständig aus, da sie möglicherweise Auftragskiller für die Tat angeheuert haben könnte. Kelly wurde mehrmals zu Verhören vorgeladen, doch sie gestand nichts. Zu diesem Zeitpunkt zogen die Ermittler eine andere Version in Betracht, einen Mord aus Eifersucht. Es schien, als hätte einer der Ehepartner einen Liebhaber oder eine Geliebte gehabt oder als wäre einer der Ex-Partner gegen ihre Beziehung gewesen und hätte den Rivalen oder die Rivalin töten wollen, um die Beziehung wiederherzustellen. Aber warum wurden dann beide getötet? Die Ermittler überprüften die ehemaligen Ehepartner, doch keiner von ihnen erweckte Verdacht. Olga hatte einen Ex-Mann, von dem sie geschieden war, doch er hatte sie nie verfolgt und lebte sein eigenes Leben. Joseph hatte vor Olga keine ernsthafte Beziehung geführt. Seine Ex-Freundinnen waren bereits verheiratet und dachten nicht mehr an ihn. Die Frischvermählten hatten erst kürzlich geheiratet und wirkten glücklich. Niemand glaubte, dass einer von ihnen eine Affäre haben könnte. Auch die Überprüfung ihrer Nachrichten und Telefonate bestätigte diese Theorie nicht. Daraufhin begannen die Ermittler, andere Versionen durchzuspielen und nach Feinden des Ehepaares zu suchen. Doch beide waren sympathische und freundliche Menschen, die sich nicht in gefährliche Angelegenheiten verwickeln ließen und keinen Kontakt zu kriminellen Personen hatten. Es schien, als hätte niemand außer Kelly ein Motiv für Rache. Den Ermittlern ging immer noch der Ring nicht aus dem Kopf, wegen dem sich Bruder und Schwester gestritten hatten. Sie vermuteten, dass genau dieser der Grund für den Angriff gewesen sein könnte. Die Polizei wandte sich an den Ehemann von Josephs Schwester, der Garrett hieß. Sie vermuteten, dass er auf Kellys Bitte hin den Mord wegen des Rings begangen haben könnte. Dieser bestritt alles und hatte ein wasserdichtes Alibi. Außerdem bestätigte er, dass sich seine Frau in der Nacht des Mordes unwohl gefühlt und sich nach den Behandlungen in ihrem Haus ausgeruht habe. Weitere Gespräche mit Garrett lieferten einen wertvollen Hinweis. Der Mann vermutete, dass die kriminellen Machenschaften des Paares mit dem Doppelmord in Verbindung stehen könnten. Der Ehemann der Schwester bezweifelte, dass Joseph sein Vermögen auf ehrliche Weise erworben hatte und vermutete, dass der Mann in zwielichtige Geschäfte verwickelt gewesen sei. Die Ermittler dachten darüber nach und beschlossen, alles gründlich zu überprüfen. Als sie Josephs Bekannte befragten, fanden sie heraus, dass Joseph möglicherweise illegal mit Steroiden gehandelt hatte, deren Verkauf verboten war, und dadurch viel Geld verdient hatte, was ihm ein luxuriöses Leben ermöglichte. Einige Bekannte des Paares verdächtigten Josephs Geschäftspartner Chris Rivers der Tat. Ein gemeinsamer Bekannter erzählte, dass dieser sich wiederholt abfällig über Joseph geäußert habe. Ihre Autowerkstatt brachte nicht die märchenhaften Einnahmen, von denen Joseph sprach, und er musste sich offenbar etwas einfallen lassen, um ein luxuriöses Leben zu führen. Der Partner war dagegen, dass Joe Steroide über ihren Ersatzteilhandel verkaufte. Zudem hatte Chris Schulden und Joseph teilte die Gewinne aus den illegalen Geschäften nicht mit ihm, sondern strich das gesamte Geld selbst ein. Daraufhin bat Chris ihn, diese Geschäfte aufzugeben, um den Ruf der Autowerkstatt nicht zu ruinieren, doch dieser wehrte sich. Ein Konflikt bahnte sich an.
Dies schien ein durchaus triftiges Motiv für einen Mord zu sein. Die Ermittler beschlossen, mit Chris selbst zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Männer bereits mehr als 10 Jahre zusammengearbeitet. Die Partner hatten ihr Geschäft gemeinsam von Grund auf aufgebaut, verschiedene Schwierigkeiten durchgestanden und all die Jahre ihr Unternehmen weitergeführt. Chris wirkte nicht wie der verzweifelte beste Freund des Opfers. Er wirkte gefasst und machte sich kaum Sorgen wegen des Geschehens. Das erschien verdächtig. Der Partner bestritt seine Beteiligung an der Tat und berichtete über die Ereignisse jenes verhängnisvollen Abends. Chris sollte sich mit dem Ehepaar in der Bar treffen, um der Frau seines Freundes zu gratulieren, konnte aber wegen großer Arbeitsbelastung nicht kommen. Er sei an diesem Tag zu müde gewesen und sofort nach Hause gefahren, weshalb er sie überhaupt nicht gesehen habe. Dies stand jedoch im Widerspruch zu seinen früheren Aussagen, in denen er behauptet hatte, dass er doch zur Bar gefahren sei, dort aber ohne Ausweis nicht hineingelassen worden sei und deshalb wieder nach Hause gefahren sei. Chris erzählte außerdem, dass es viele unangenehme Gerüchte über Olga gegeben habe, zum Beispiel über angebliche Verbindungen zur russischen Mafia. Chris behauptete zudem, dass Joseph durch den Verkauf von Steroiden hohe Einnahmen erzielt habe und möglicherweise jemandem in die Quere gekommen sei, weshalb man beschlossen habe, ihn aus dem Weg zu räumen. Nun mussten die Polizeibeamten auch diese Versionen überprüfen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde Josephs Verbindung zur Unterwelt aufgedeckt. Ein paar Jahre vor der Hochzeit landete Joseph wegen einer Schlägerei in einer Bar im Gefängnis. Am selben Abend holte er eine Schrotflinte aus seinem Pickup und bedrohte die Beteiligten des Streits. Er wurde verhaftet. Hinter Gittern knüpfte der Mann, wie zu erwarten war, neue Kontakte. Er freundete sich dort mit mehreren Männern an, die mit illegalen Substanzen handelten und ihm vom Handel mit Steroiden erzählten. Nach seiner Entlassung begann Joseph mit ihrer Hilfe verbotene Präparate zu verkaufen. Bei den weiteren Ermittlungen dazu, wer hinter diesem illegalen Geschäft stehen könnte, stießen die Ermittler auf einen Mann namens Harry Cook. Es stellte sich heraus, dass er mehr als $100.000 in dieses Geschäft investiert hatte und auf den Erfolg des Schwarzmarktes setzte. Harry wohnte nicht weit von den Connells entfernt und war über deren Pläne für diesen Abend informiert. Dennoch hatte er zum Zeitpunkt der Tat ein bestätigtes Alibi. Im Gespräch mit den Ermittlern erklärte Josephs Partner Chris mehrmals, dass er Joseph verdächtigte, ihr gemeinsames Geld veruntreut zu haben. Die Polizei überprüfte die Buchhaltung der Autowerkstatt und des Ladens und stellte fest, dass das Geschäft Verluste machte. Trotz ordentlicher Einnahmen wirkte dies verdächtig. Es war unklar, wohin das Geld verschwand. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Chris selbst dafür verantwortlich war. Er litt unter einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen, für die er sein gesamtes Geld ausgab. Sein eigenes Einkommen reichte ihm nicht mehr aus, weshalb er von seinem Partner einen Anteil verlangte. Doch dieser lehnte ab. Daraufhin begann Chris, Geld aus der Ladenkasse zu stehlen. Er hatte die Kontrolle über seine Sucht und seine Ausgaben so sehr verloren, dass er das Geld offen entwendete, ohne sich vor Kunden und seinem Geschäftspartner zu schämen. Natürlich gefiel das Joseph nicht, aber er konnte nichts dagegen tun. Der Mann begann darüber nachzudenken, alle Geschäftsbeziehungen zu Chris abzubrechen. Und dann trat Olga in sein Leben, mit der er die Geschäfte weiterführen konnte. Chris war hoch verschuldet und bestahl jeden, den er konnte. Dabei kamen ihm in letzter Zeit immer häufiger paranoide Gedanken. Er erzählte, dass er verfolgt werde und man versuche, ihn umzubringen. In dem Versuch, die Schuld auf andere abzuwälzen, weckte Chris bei den Ermittlern selbst Verdacht. Das erste Mal wurde er wegen des Besitzes von Steroiden verhaftet, nachdem er seinen Partner verraten und den heimlichen Verkauf der Präparate aus dem Laden gemeldet hatte. Die Präparate befanden sich in einer Autowerkstatt, die Joseph und Chris gehörte. Chris erzählte selbst davon und verwies auf seinen verstorbenen Freund, der angeblich verbotene Präparate über ihren Laden verkauft und die Einnahmen nicht mit ihm geteilt habe. Doch später stellte sich heraus, dass nicht Joseph, sondern Chris die Präparate verkauft hatte, um seine Schulden zu begleichen, die er bei gefährlichen Leuten angehäuft hatte. Schließlich gab Chris zu, dass er dieses Geschäft tatsächlich aus Verzweiflung selbst organisiert hatte und Joseph davon nicht einmal wusste. Später kam es zu 2 weiteren Festnahmen.
Zu diesem Zeitpunkt beschlossen die Ermittler, das Alibi von Chris noch einmal zu überprüfen. Dieser legte ihnen Aufzeichnungen der Überwachungskameras vor, sowohl von außen als auch von innen, die zeigen sollten, dass er sich am Abend und in der Nacht zum Zeitpunkt des Verbrechens dort aufgehalten hatte. Die Aufzeichnungen waren echt und die Zeitangaben darauf waren nicht verändert worden, doch die Polizeibeamten glaubten ihm trotzdem nicht. Sie ahnten, dass an der ganzen Sache etwas faul war. Als die Ermittler Chris' Mobiltelefon überprüften, stellte sich heraus, dass er an jenem verhängnisvollen Abend viel telefoniert hatte. Deutlich mehr als sonst. Der Großteil der Anrufe fiel in die Zeit, als der Doppelmord begangen wurde. Die Anrufe waren zwar vom Telefon gelöscht worden, doch die Polizeibeamten konnten den Anrufverlauf wiederherstellen. Es stellte sich heraus, dass Chris regen Kontakt zu Josh Bay hatte. Er versorgte Chris mit illegalen Substanzen. Nun musste diese neue Person überprüft werden. Josh bestritt, das Paar getötet zu haben. Trotzdem schien es, als könnte der Mann etwas mit dem Mord zu tun haben. In jener schicksalhaften Nacht hatte Josh mehrere Anrufe an Dominic und Aaron getätigt. Diese beiden waren alte Bekannte, die wiederholt gegen das Gesetz verstoßen hatten und wegen geringfügiger Delikte wie Diebstahl und Handel mit illegalen Substanzen im Gefängnis gesessen hatten. Es schien, als könnten Dominic und Aaron die Auftragskiller sein, die das frisch vermählte Paar für Geld erschossen hatten. Es schien, als sei der Geschäftspartner des Opfers Chris in den Mord verwickelt. Er hatte hohe Schulden und ein starkes Motiv, das auf Feindseligkeit und Gier beruhte. Er könnte Josh Bay, der mit illegalen Substanzen handelte, angeheuert haben, damit dieser das Ehepaar Connell tötete, und dieser wiederum hätte den Auftrag an seine Bekannten weitergegeben. Die Sache wurde immer verworrener. Chris hoffte, das gesamte Geschäft für sich zu behalten und zusätzlich $1 Million aus Josephs Lebensversicherung zu erhalten. Schließlich stand sein Name nach Olga auf der Liste der Begünstigten. Das bedeutete, dass er auch Josephs Frau beseitigen musste, um alles zu bekommen. Chris hatte also ein Interesse daran, beide Ehepartner gleichzeitig zu töten, um alleinigen Zugriff auf das Familienvermögen zu erhalten. Indirekt bestätigten die Gespräche zwischen dem Drahtzieher und seinen Komplizen in der Nacht des Verbrechens diese Theorie. Chris schrieb Josh Bay, wo er sich befand und wann er nach Hause zurückkehren würde. Er war sichtlich beunruhigt über das Geschehen vor dem Haus von Joseph und Olga. Die Antworten auf diese Nachrichten waren ebenfalls zweideutig. Die Ermittler beschlagnahmten zur Überprüfung die Mobiltelefone aller Verdächtigen. Es gelang ihnen, deren Standorte zu ermitteln. Dies bestätigte die Vermutungen der Polizei. Die Verdächtigen befanden sich in der Nähe der Wohnanlage von Joseph und Olga. Die Täter Dominic und Aaron wurden in der Nähe des Hauses der Connells geortet. Josh, der ihre Aktionen koordinierte, stand von einem anderen Ort aus mit seinem Auftraggeber Chris in Verbindung, während Chris sich im Haus aufhielt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Dabei war auf den Kameraaufnahmen deutlich das seltsame Verhalten von Chris zu erkennen. Der Mann lief in der Wohnung hin und her, wirkte nervös und ließ sein Handy nicht aus den Händen. All dies verstärkte den Verdacht gegen ihn nur noch mehr. Josh Bay gab fast sofort auf und erklärte sich bereit, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einzugehen, um eine mildere Strafe zu erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung sagte er vor Gericht gegen Chris aus. Seinen Angaben zufolge hatte Chris ihn tatsächlich gebeten, Joseph und Olga zu töten. Als Bezahlung übergab Chris eine Anzahlung in Höhe von $5.000 und versprach, nach Ausführung des Auftrags weitere $60.000 zu zahlen. Er zahlte das Geld für die Ausführung des Auftrags jedoch nie, was letztlich dazu beitrug, dass Josh aussagte. Ein Jahr nach dem Doppelmord wurde Chris Rivers wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Auch andere Komplizen mussten sich vor Gericht verantworten. Chris' Plan ging nicht auf, obwohl er sich große Mühe gegeben hatte, alle zu täuschen. Der Mann hatte gehofft, die Schuld auf die russische Mafia oder andere Personen abwälzen zu können. Glücklicherweise durchschauten die Ermittler jedoch seinen Plan und kamen den wahren Mördern auf die Spur. Der Polizei gelang es zu beweisen, dass der Einbruch im Haus des Opfers vor der Tat inszeniert worden war. Auch diesen hatte Josh begangen. Auf Anweisung von Chris war der Mann in das Haus der Connells eingedrungen. Er sollte den diamantbesetzten Ehering stehlen, um die Schwester zu belasten. Doch der Plan scheiterte. Das Schmuckstück konnte im Haus nicht gefunden werden.
Aaron Thompson gestand den Mord und erhielt 2 lebenslange Haftstrafen, eine für jeden Mord, sowie zusätzlich 45 Jahre wegen des Einsatzes einer Schusswaffe. Chris Rivers erhielt 2 lebenslange Haftstrafen und zusätzlich 50 Jahre wegen der Organisation des Verbrechens. Dominic Benson wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Er hatte nicht auf das Paar geschossen, wurde jedoch wegen Beteiligung an der Verschwörung und Beihilfe verurteilt. Er erhielt lediglich 5 Jahre Freiheitsentzug. Josh Bay wurde im Rahmen eines Plädoyerabkommens zu 5 Jahren Haft verurteilt. Chris war mit dem Urteil unzufrieden und versuchte mehrmals, es anzufechten, doch alle seine Berufungen wurden abgelehnt. Er verbüßt, ebenso wie Aaron, weiterhin seine Strafe. Josh und Dominic wurden freigelassen. Kelly bedauerte, dass sie sich wegen des Vorfalls mit dem Ring so heftig mit ihrem Bruder zerstritten hatte und es nicht mehr geschafft hatte, sich vor seinem Tod mit ihm zu versöhnen. Glücklicherweise gelang es, die Schuldigen zu finden und ins Gefängnis zu bringen. Andernfalls hätte Kelly wegen des Streits mit ihrem Bruder lange unter falschem Verdacht stehen können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.